Und da wären wir. Hallo. Zurück hier bei Trails of Cold Steel 2. Wir haben noch einen Stopover-Day vor uns. Für Roar. Wo wir ein paar Bonding-Events haben, müssen noch ein paar Sachen einsammeln, irgendwie ein paar Bücher und noch ein Rezept. Können wir vielleicht schon mal gleich gucken, dass wir das besorgen, das Rezept. Ich weiß gar nicht, es ist irgendwie bei der Bar. Ich weiß nicht mehr, wo es hier zur Bar ging. Habe ich auf der Eingenoss. Das vergesse. Okay. Du gibst uns das. Grand gibt uns die Rezept für Sweet Blue, was auch immer Sweet Blue sein soll. Sweet Blue. Sweet Blue. Strawberry Honey Syrup. Healthy Liquor. Fat Party Powder. Ist das ein Pink? Okay, was soll's. Hätten wir das. Irgendwo im RF-Building befindet sich... Hier befindet sie sich nicht. Wo ist Elfin eigentlich? Oh, die ist schon hier, aber wo? Der Residence? Ah, hier ist sie, okay. Hier ist Alisa, da oben dürfte Elfen sein, ne? Ja. Hier ist noch irgendwas, was wir einsammeln können? Nee, ich wollte... Oh, ich habe eine Medaille bekommen. Ah, hier. Dunkle Farbe für unser Motorrad. Sehr schön. Ja, okay, ich glaube, wir müssen einfach auch hier die Bonding-Event machen. Ich überspringe das wieder mal. Das ist einfach allzu wichtig. Diese ganzen Bonding-Events, das... Alles irgendwie... Der Ausschlag hier bei meinem Mikrofon sieht mir aus wie ein bisschen zu laut. Da habe ich so das Gefühl. Ich glaube, jetzt dürfte es besser sein. Hoffe ich zumindest. Okay. Okay. Sollte man noch... Alisa, sollte man das Bonding-Event machen? Ne? Blablabla. Das Familienfoto, da wird sie traurig. Ja, okay, nachvollziehbar. Man kann trotzdem noch irgendwie durch den Kontext noch erfahren, was los ist, allein schon, wenn man hier sieht, was passiert. Selbst beim Vorspulen. So, Laura. Immer Laura mitnehmen. Kühlschrank. Braucht ihr einen? Braucht einen Staubsauger. Das Ganze habe ich ja letztens erst bewundert. Oh je. Ich glaube, Laura ist absolut schlecht mit Elektronik. Uff. William sollen wir auch noch machen? Ich... Ganz... Oh, süß.
Yay, wir sind besser befreundet mit Milliam. Hier gibt es auch noch einen Quest. Nämlich hier einen Nebenquest gehabt zu haben. Hey, Brala. Warum ist hier... Ach, ihr beiden. Hi. Nette Brille. Ja, ich fand, es hat einfach gepasst. Nach dem letzten Stream haut das, glaube ich, ganz passend. Ja, okay. Die beiden haben sich wiedergefunden. Ah, Linde musste mit an die Courageous hoch aufs Schiff. Genau. Genau. Wir können noch in den Repair Shop und reden mit Sarah, weil Sarah. Auch wieder, da gehen wir ganz schnell durch. Müssen wir uns jetzt nicht alles anschauen. Die trainieren wieder. Das ist, glaube ich, ihre Art und Weise zu flirten mittlerweile. Einfach kämpfen. Okay. Habe ich das, habe ich. Okay. Wayne's Diner. Okay. Dwayne's Diner nochmal. Wo Towa sich befindet, ne? Warum kann man da nicht hin teleportieren? Doof. Guck mal hier, Worker-Log. Okay. Dem muss ich jetzt hier reden für... Ach, Log mit 2G. Ich bin ehrlich gesagt verwundert, warum es nicht mehr Zwillinge-Infektionen gibt. Nicht, dass ich es als unterrepräsentierte Minderheit erachte, aber es ist eigentlich ein nettes Element. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil keiner groß dran denkt und so wirklich ein... Ich meine, was soll man groß damit machen als Autor? So sind Zwillinge. Ja, okay, gut. Das... Wo gibt's Zwillinge in den Spielen? Devil May Cry? Dante und Virgil sind Zwillinge? Hier, nicht Laura, Linde und Vivi? Ja, also... Die Frage, was will man damit groß machen? Und General Store. Verzeihung. Okay, was fehlt uns noch? Ja. Das haben wir. Ich glaube, wir haben jetzt hier für das Kapitel jetzt, das komplette Kapitel jetzt abgeschlossen. Also nicht den Part abgeschlossen hier. Das ist jetzt nicht in Kapitel unterteilt. So. Heißt es zum Airport gehen. Und wir hauen ab. Würde ich sagen.
Should I go and check on Valamar in the hold? If I do, I probably won't have the time to do anything else out here. It looks like the maintenance is nearly finished. So. Returning to the Courageous will cause the main story to advance. Ja, wir wissen es. Board the Courageous. Wir haben alles erledigt. Upper rank you go. Here's a bonus from the academy. Domination as a Puck. Oh, das ist nützlich für uns. Well Doreen. done. Keep up the good work. Wie viel Story erwartet uns eigentlich noch? Es kommt noch ein Stück was. Also, wenn ich jetzt den Walkthrough nachsehe, wir sind jetzt immer noch, also wir haben jetzt Akt 2, Part 2 beendet. Kommt noch Akt 2, Part 3, Akt 2, Part 4 und dann Finale. Und dann noch Epilog. Sowas. Also es kommt noch ein bisschen was. Meine Vermutung ist so noch 3, 4 Streams sind's und dann ist es vorbei. Dann ist es fertig. Was habe ich vergessen? Moment. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe Munk nicht rekrutiert. Ach du meine Güte. Es ist noch einiges. Ja, wir sind noch... Da kommt noch ein bisschen was. Aber so extrem viel ist es gar nicht. Besonders wenn man es mal im Vergleich zum ersten Teil sieht. How are you feeling, Valamar? The battle yesterday must have been pretty hard on you. I am fine. The damage to my armor and lost mana have largely recovered. I expect to be in peak condition before our next battle. That's good to hear. Just listening to you talk, you really have changed since we first met. You seem to be talking a little more like a human now. Is that so? That would suggest that my memory is slowly recovering. Valamar hat eine Persönlichkeit, die langsam, aber sicher immer weiter hervortritt. What's that now? The part of me in which memories are stored appears to be damaged. I have very few memories of the past, such as why I was sealed within the old schoolhouse to begin with. This includes my memories of language. Thus far, I have had to rely on the preset bare minimum of speech functionality. However, thanks in great part to your assistance, my speech functionality is slowly beginning to restore itself. Does that mean that your memories of the past are starting to return too? It is an indistinct memory, as if clouded by white noise. I seem to recall someone burdened by a great sadness, much like yourself. That obvious, huh? I look that burdened to you? Someone died right before my eyes, and I was powerless to stop them. Ach ja, Vulcan ist ja im Kampf gegen uns gestorben, The ne? more I think about it, the more I realize that I might have been able to stop it from happening. And that regret's like a thorn stabbing into my heart. Was the person in your memory able to move past their burdens? I am unable to find any memories that answer that question. However, I believe that your sense of regret is an entirely natural process for humans. Is that not the case? Well, yeah, I guess. Give thought to what you would do differently if confronted by the same situation again. If I can aid you, I shall. Yeah, you're right. I can't undo the past, but I can at least make sure I don't make the same mistake a second time. Perhaps considering how to do that is the best thing that I can do right now. Thanks, Valamar. I feel a little better after talking to you. Then all is well. I am afraid I must return to sleep. Should you require my aid again, you need only to call my name. I need to keep on getting stronger. Strong enough that I can protect the people around me. The ship's maintenance is probably almost done now. War ja auch Vulcans Wahl. Ich finde das auch wichtig zu betrachten. Ja, aber ich meine, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite haben wir ihn getötet immer noch. Ja? Maybe I should take a nap or something while I wait for the others to get here?
Yes, this is Rean Schwarzer speaking. Hey there, Rean. George here. Do you have a minute? George, is something wrong? Well, I'm over at the Ruhr Institute of Technology at the moment, and an acquaintance of mine here has a pretty interesting proposal regarding your Divine Knight. Oh? How soon do you think you can come over? A proposal? Who is this acquaintance of yours? Well, it's the Institute's president, actually. Oh, ja, macht euch bereit für einen der irritierendsten Charaktere im gesamten Spiel. Professor Schmidt, the Empire's foremost orbital researcher. Ja, der Typ. Ausstehen. Also G. Schmidt. The name is G. Schmidt. I serve as this institute's president. I certainly wasn't expecting the pilot of that Azure Knight to only be a boy. The Alliance ought to be damn near ashamed of themselves if they keep losing to a snot-nosed brat like you. I don't think that's any way to talk to a person you only just met. Besides, he happens to be one of the students who helped get you that minor medal earlier in the year. And? One of the students put out that request without any input from me. You should be kissing my boots for having the honor to assisting with my research, however indirect it was. Some things never change. Putting that aside, is it true? Were you the one responsible for developing the Panzer Soldaten? It is. Duke Cayenne made the request and I agreed to it. Yeah, well, yeah. I used the ancient robot Ordine and the Society's archaisms as a reference point, and then designed a frame that could be mass-produced even with the Reinfeldt's technological capabilities. Afterward, I drew up plans for several models and oversaw the completion of a Draken prototype a few months back. Why do you ask? Do you have any idea what you've done? You're wasting your time, Rean. He develops whatever catches his interest, losing himself in it until he's done, and to hell with the consequences. The railway guns in Guerrilla Fortress and the orbital wave jamming device in Nord were both designed by him too. Unbelievable. An engineer who doesn't strive to satisfy his intellectual curiosity is a sad sight of an engineer. Dachte Ordin wäre eine Anspielung auf Ordin, aber ist italienisch für Order oder Ordnung. We just design things, and it's up to their users to decide what to do with them. Get it now? It was because I couldn't cope with this part of him that I ended up going to the academy over here. Yeah, I totally get it, unfortunately. Mit dem müssen wir uns jetzt auch in den späteren Cold Steel Teilen rumärgern. Alright, what made you come visit the professor to begin with? Ah, of course. That was what I called you here for. I was hoping I might be able to get some kind of advice or pointers from him. You know about getting a new weapon for Valamar. Das stimmt, wir brauchen immer noch eine neue Waffe. Das Schwert, was Valamar benutzt, ist nicht unbedingt das, was für uns passt. And if I might be so bold as to offer a word of advice, get Valamar a better sword, one like yours. If you think you're such hot stuff you can beat me without your 8 leaves training, you're in for a world of hurt. Correct choice of armaments is indeed paramount. Selecting one the Awakener is well suited to will increase combat efficiency exponentially. George told me about what you're after. He says you want a weapon capable of fighting on equal terms with the Azure Knight. We might have gone our separate ways, but he is still a former student of mine. I'm open to the possibility of designing something for you. Okay. Ich hab doch gerade erst angefangen mit Stream. Warum willst du jetzt schon Aufmerksamkeit? Ach je.
Really? You'd make a weapon for Valamar? I said I'd be open to the possibility. Let's not get ahead of ourselves. If you want my help, under one condition. Yeah, I have one condition. Zemirian ore. Ring any bells for you, Reen? Think so. You used to make weapons for us before, didn't you, George? Oh, you know of it? Saves me the effort of explaining it then. It's an extremely rare ore found here in Zemiria. Jetzt erklärt das doch. It's an astoundingly strong material that possesses a mysterious radiance within it. And what's more, as I learned while developing the soldiers, the frames of the Divine Knights are made up of that very ore. Your Asher Knight included. I had no idea. The double saber Ordine uses appears to be made of it too. Which, as I am sure you figured out, means if you're ever going to compete against Crow, you're going to need a touchy made of Zemirian ore too. Wir müssen Metall sammeln. To make one, however, you're going to need vast quantities of ore. Yet it was only recently discovered how to refine the ore at all. Processing will be immensely difficult. But bring me the materials and I'll be willing to assist you. Für Minecraft, ja, so ein bisschen quasi, ja. The concept of a weapon that can compete with Divine Knights is of great interest to me. Even when you're helping people, it's only to help yourself. It'd be nice if you were doing it to atone for developing the soldiers, but I can't picture those words coming out of your mouth. The very thought makes me feel ill. Von Minute 1 an will ich diesem Typen einfach den Hals umdrehen. Ohne Scheiß. Bear in mind, Zemirian ore is an extremely rare material. I doubt you'll find enough of it to get the job done. Still, should you pull it off, I'll design you the finest touchy you'll have ever laid eyes on. On my name as an engineer, I can promise you that. Thank you, Professor. This will be of great help to us. Rare or not, we are going to find all the Zemirian ore we can make this work. I'll keep my expectations low. The advice Reen received from forging a new weapon for Valamar came from a surprising source, but I could not have asked for better. Yeah. Chaotic Neutral Professor G. Schmidt, ja. So quasi. Chaotic Neutral ist, glaube ich, wirklich das Beste. Oder True Neutral. Ist so das, was ich ihn einschätzen würde. Wenn er aber nicht so irritierend wäre, wenn halt seine Dialoge nicht einfach so herablassend alles immer wäre. Hier gibt es so viele Charaktere, die so herablassend sind. I have to tell you, I'm impressed. I was expecting this beauty of a ship to be on the feisty side, but she's a real sweet girl. Cutting through the clouds like this feels wonderful. I could get used to this. I can't believe how quickly you've gotten the hang of it, Angie. Neither can I. Hey, Alan. But I think it's obvious who is more qualified to sit here between the two of us. This job's all yours now. Why, thank you. I hereby accept the positions of Chief Helmsman and Courageous Second in Command. There's no one out there who can tame a vehicle as fast as Angie. You're not gonna have to worry about a thing with her, though. Moving right along, the good news is that we were able to liberate Ruhr. I don't think any of us could have predicted how much the war situation would change in the process. Marquis Rogner and his provincial army's withdrawal from the conflicts will have a profound effect going forward. Losing one of their key members is bound to be a painful loss to the Alliance. Allerdings. For one thing, it should make things easier for Lieutenant General Vander and the 3rd Armored Division. The greatest concern before now was the Norsha Provincial Army, after all. Though the Alliance's overwhelming supremacy is finally starting to sway. Only in East Erebonia, though. They still come out on top in the West. Prince Olivert said as much too. General Le Guin, Brigadier General Bardius are out, and General Bardius
out there and claiming one victory after another. Ich denke, ich könnte mit Schmidt fertig werden, weil ich sehen kann, wie er funktioniert. Einfach mit Ressourcen locken und anstacheln, ob er die versprochene Technologie auch wirklich liefern kann. Ja, also er ist vorhersehbar. Das auf jeden Fall. Dass man mit ihm irgendwie umgehen kann, ja. Aber wie gesagt, es ist einfach irritierend, wenn er redet. Ich denke, Schmidt wurde auch in Kurzstil 1 erwähnt. Ja, wurde er. Er gehört zu den 3 Jüngern von Professor Epstein. Professor Epstein war der hier die industrielle Revolution losgetreten hat. Und er zusammen mit 2 anderen Wissenschaftlern sind so seine Jünger gewesen, die seine Arbeit weitergeführt haben. Professor Schmidt, dann Gwyn, glaube, also Elisas Großvater. Und noch eine weitere Wissenschaftlerin, die, glaube ich, dann in den neuesten Teilen in Kuro no Kiseki, die jetzt hier in Deutschland oder im Westen generell noch gar nicht raus sind, da kommt sie vor. And then there's your brother Eustace. He's a brilliant leader and it shows. I see. Be that as it may, all we can do is focus our efforts on the Western Front for now. That's what we were entrusted with, and fretting over things we can't change won't do us any good. Good, right? That's putting it into perspective, yes. We've got our hands full over here as it is, so let's make every moment count. Time to get back to gathering all the info we can. Speaking of, mind giving us an update on the situation with Valamar's weapon, Green? Alright, how could we forget? Professor Schmidt agreed to cooperate with us, didn't he? Cooperate is a strong word, Elisa. He only cares about what interests him. That it ends up benefiting us is purely secondary. And remember, he's only going to help if we happen to find enough Zemurian ore to make the weapon. How we're going to get stuff that rare is beyond me, though. You said that Valamar himself is made of that ore, did you not? You wouldn't happen to have any ideas, would you, Emma? I'm afraid the Hexen clan knows very little concerning the creation of the Divine Knights. Some legends passed down through the clan say they were during the time of the Great Collapse. Specifically, they were forged by artisans who called themselves gnomes. Oh my, that's an interesting name. I know the term from old stories much like anyone else, but I had no idea a band of artisans by that name existed. Supposedly, they once worked closely with the clan's ancestors. But somewhere down the line, the witches and the gnomes ended up parting ways. You can't exactly... Garten gnomes rise up. Werden sie vielleicht noch, ja. I couldn't tell you exactly when. Curious. Maybe so, but none of that's going to help us find any ore. Our chances of finding enough were simply pretty slim to begin with. I know where you can get enough. But only if you're willing to overcome some very difficult trials to obtain it. Dude, really? What do I have to gain? What do I have to gain by lying? You're aware of those strange ruins scattered all over the country, right? Oh, die alten Ruinen. Die werden jetzt werden sie relevant. Oh yeah, where the higher elements were active? Those are ones. They're called spirit shrines. They were built on top of septium veins long ago by the gnomes to encourage the formation of massive Zemurian ore crystals. Oh. These crystals were in turn used to create the Divine Knights. So if there's any place in Erebonia to start looking for the vast amount you need, it's there. I had no idea. Why didn't you tell us this before now? Am I supposed to be a mind reader? It wasn't exactly relevant until now, so why bring it up? No need to bite our heads off. Hey, she told us now, right? All we gotta do is go to one of those shrines and we'll be rolling an ore. Let's hope so. We've got a lot on our plate checking up on the country, but exploring the shrines in the best lead yet. And no matter how difficult it might be, a little thing like a trial isn't gonna scare us away. Right. Wow, die konnten endlich mal ihre Klappe halten. Bisschen. Why didn't you
tell us before, because the story demands their story relevance now. Yes. Es ist aber auch wirklich ein bisschen nervig immer, wenn sowas passiert. So, ihr habt nicht gefragt. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass es uns nicht sagen musst. Wir haben ausschließlich optionale Nebenquests. Basically, an airliner got hijacked mid-trip and went missing. But we managed to track it to the Isengard range. Right now, the hostages are still inside. Oh, es ist eine richtige... Oh je. So we're gonna rescue them. It's gonna be tough given that hijackers are armed, and that's where you and the courageous Kapitän Towa can give you the specifics on how to reach us. But we'll be waiting in the Isengard range. See you there. Wow, wow. The sweetest of challenges. Dearest ladies and gentlemen, I have taken the liberty of calling upon you for a request of my own. Unbeknownst to my worthy rival, I have left a letter in the location indicated by the Blue Cross. I think you'll find it well worth your while to read it. Phantom Thief B, oh Gott. Kreuzen vor Bruisen. Oder Kreuzen vor Bruisen, das macht keinen Sinn. Imagine Uses Albarea weeping for the safety of his province's people as they have chased through the streets by a ravaging monster. Surely you would not let such a dire scene come to pass, would you? The battle is set and the North Kreuzen Highway waits. Okay, wir müssen besiegen. Was vom Kleinen, dann haben wir mehr. Ja. Ihr könnt alle ein bisschen. Okay, wir müssen die mit reinnehmen. Dann nehmen wir Laura mit rein. Ja. Marquis hat man eine Weile nicht. Bruisen for Bruisen. Ja, der Wortwitz hat nicht hingehauen. Das hat absolut nicht funktioniert. So, aber ich muss noch was machen, schnell. So. Jetzt sieht sie wie ein Kapitän aus. Haben jetzt weitere Shops offen hier? Wir haben jetzt ein paar weitere Shops jetzt endlich hier zur Auswahl, oder? Kann das sein? Becky! Robo Factory. Ich wollte mal was nachschauen. Ja, stimmt. Wo war das Motorrad? Nee, das war hier. Kann keine weiteren Jobs herstellen, ne? Weil ich habe ja noch hier weitere Farben eingesammelt. Die wollte ich mir jetzt mal anschauen. Gelb? Nee. Oh! Oh! Ja! Das nehme ich. Das ist doch mal eine... So hat das auszusehen. Okay. Wir bekommen wieder ein paar neue Locations zur Auswahl. Oh, ja, genau. Wir können in die Isengard Range, dort in der Nähe von Emir. Und nach Röhr. Nach Sachsen können wir auch. Schwarzdrache Barriere. Und wir können die ganzen Schreine jetzt direkt besuchen, die wir schon gesehen haben. Also wir können einfach jetzt direkt dahin teleportieren. Das ist unglaublich nützlich. Wer will schon bitte nach Sachsen? Ja, stimme ich zu. Wir leben nur Arschgeigen. Where do you want to go? Okay.
Immer wieder eine schicke Karte, ja. Okay, you can also speak to that. Head to the second floor. Speak to Dorothy. Second floor, Dorothy. A letter? Ah, Phantom Thief B, ja, genau. Er hat es irgendwie geschafft, hier auf das Schiff zu kommen. Viel zu viel Dialog. Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vorgehabt. Ich wollte das gar nicht noch... Okay. Okay, listen to everyone's opinion and then repeat it again. After that, you will need to select the culprit. Wir müssen mit allen reden und fragen, wie der Brief jetzt hier auf die Courageous gekommen ist. Wir müssen alle ausfragen, was sie gesehen haben, was jetzt irgendwie hilfreich wäre, um rauszufinden, wie er hier aufs Schiff gekommen ist. Oder wie der Brief hierher gekommen ist. Und es wird wohl Marquis gewesen sein. Und es war Marquis. Genau, und in Wirklichkeit war Marquis Phantom Thief B. Marquis wurde entführt und festgehalten, was auch immer. Ja, naja, wäre lustig gewesen, aber nein, es ist einfach... Er hat sich als Marquis verkleidet und... Ja. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier in die Küche. Mit Dorothy reden. Wo ist Dorothy? Wenn irgendjemanden gibt, kann man hier ein Rezept kaufen. Und das will ich haben. Zumindest geht das hier. Okay. Ah, Manly Munchies, Pasta. Pasta ist sehr männlich. Fällt mir auch ein, dass wir in CS1 gar nicht erfuhren, warum Klasse 7 eigentlich Klasse 7 war, weil es keine Klasse 6 gab, nur 1 bis 5 und dann sprang es auf Klasse 7. Stimmt. Right. Ich erinnere mich auch nicht mehr, was jetzt die Erklärung dafür nochmal war. Hab ich ganz vergessen. Okay. Jetzt haben wir hier, glaube ich, auf dem Schiff alles. Okay, die Carbonara haben wir.
Den Tomateneintopf brauchen wir von der Schwarzdrache-Barriere. Where do you want to go? Wo machen wir die Schwarzdrache? Da. Full speed ahead! Habe ich das nicht eigentlich schon? Was habe ich jetzt eigentlich? Alles jetzt ein bisschen durcheinander. Tut mir leid, aber ich bin gerade etwas. Tomateneintopf. Keine Ahnung, warum jetzt bei ihr irgendwie das Ausrufezeichen ist. Okay, jetzt kümmern wir uns aber mal um das normale Zeug. Das erste Quest haben wir. Und jetzt geht es... erstmal zurück nach Rohr. Where do you want to go? Da gibt es noch ein paar Schüler, die wir rekrutieren müssen. Wir haben leider Munk verloren. Den können wir, glaube ich, nicht mehr rekrutieren jetzt. Okay. Ab nach Legram. Where do you want to go? Legram. Leave it to me. Wenn nicht so viel Text wäre, ne, könnte man einfach ohne Probleme jetzt sich den ganzen Storys anhören. Und die Nebenquests machen. Aber dadurch, dass so viel Zeug, so viel Dialog ist, dauert das alles viel zu lange. Okay, doch, ich soll hier reden mit ihm. Keine Ahnung warum, aber wir machen es halt. Das ist jetzt sehr viel hin und her gelaufen und Gefliege, glaube ich. Where do you want to go? Jetzt geht es nach Emir wieder hoch. Leave it to me. Ich halte mich jetzt einfach ausschließlich an den Walkthrough, um zu sehen, was hier eigentlich gemacht werden muss. Okay. Und das war jetzt das, was wir machen mussten, um Hugo zu rekrutieren. Aber während wir schon mal hier sind... machen wir nochmal eine Runde Snowboarden. Ja, scheiße. Aua. Das ist jetzt schon ein Stück weit schwieriger, muss ich sagen. Au. Ich glaube, wir haben es trotzdem, oder? Nee, wir haben es nicht. Denkst du, die haben ein Mini-Spin-Off jetzt
das für Snowboarden gemacht. Manchmal ticken die japanischen Firmen so. Also die haben einen Mini-Spin-Off. Naja, ich glaube nicht. Dafür fehlt denen das Budget, glaube ich. Aber ich kann verstehen, was du meinst. Irgendwie noch... Ja. Zeit ist mir jetzt egal. Ich will nur die Fahnen einsammeln. Shit. Diesmal richtig. Au. Gezogen hier. Yeah. Okay, diesmal haben wir es. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt bekommen. Enchantment. Schön. Und ein Eastern Board haben wir bekommen. Ja, redet. Labert halt. Durchaus. Okay, ich wollte noch was umbenennen hier. Umsetzen. Domination. Da, das wird. Jetzt macht Reem mit dem seiner ersten Craft im Kampf doppelt so viel Schaden. Und das ist böse. Das kann echt richtig... Teilweise die Kämpfe so stark einfach, da ist der Kampf vorbei, bevor er überhaupt angefangen hat. Okay, zurück nach Ruhr, um Hugo jetzt zu berichten. Weil wir haben ja jetzt noch diese Nebenquest für ihn gemacht. Keine Ahnung, was wir machen mussten, aber wir haben es gemacht. Ich habe ihm nicht zugehört. Wo ist er? Da ist er. Und jetzt haben wir einen neuen Shop, Schiff. Camilla, Johnny Creation will open a premium store, allowing you to buy some of the best accessories of the game for a hefty price. Nice. We're gonna Ruhr Institute of Technology, Lakewood Ratto. Okay. Wir müssen zu Ratto. Wo ist Ratto? Da ist Ratto. Hallo Ratto. Wir müssen Stefan finden. Okay. Let's get going. Stefan, wo bist du? Hier ist irgendwo Stefan. Da drüben ist Stefan. Hier auf der anderen Seite ist noch das Monster, das wir erledigen müssen. Dann machen wir das doch glatt. Das war nicht das Monster. Das war eines der Cryptids. Ich hab ganz vergessen, hier waren ja die Cryptids, gegen die wir kämpfen können, und das war einer. Glücklicherweise konnten wir fliehen, weil das wäre jetzt ein Problem gewesen.
Ich ganz vergessen, dass die Cryptids hier noch rumlaufen. Ah, Stefan. Der Japaner und ihre Fantasy-Namen. Ich weiß, also das ist wirklich... Stefan ist ganz, ganz seltsam. Okay. Here I go. Right. Sweet dreams! Onward! Okay. Too slow! My turn! I'll handle it. Let's move! Okay! Oh, we did it! Done. Scudwind. I feel stronger than ever. Green Blessing. Shotgun Blast. Ach, Stefan, der Typ mit den Augenbrauen, genau. Okay, wir haben Stefan. Und ich glaube, wir sollten lieber mal kurz ins Hotel. Corporate HQ, Airport. Gab es hier ein Hotel? Ein Hotel? Erinnere ich mich jetzt falsch oder gab es hier wirklich kein Hotel? Einer? Nee, ich glaube fast nicht, hä? Ja, was soll's. Oh, shit. Gibt noch jemanden, den wir hier finden können, aber ich glaube, wir machen... Mal was kaufen? Eine Reinford-Medaille. Okay. Kann ich mich hier ausruhen vielleicht? In der Residence. Irgendwo muss es doch hier eine Möglichkeit geben, sich auszuruhen. Waschraum, warum ist dieser Raum so groß? Wer braucht denn sowas? Reiche Leute, furchtbar. Muss hier ausruhen? Nein. Muss hier ausruhen? Nein. Shit. Können wir uns hier in Elisas Bett ausruhen? Gut, dann gehen wir halt auf die Courageous. Meine Güte. Eigentlich müssen wir nochmal runter auf die Norcia, den Norcia Highway. Muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben, sich auszuruhen. Aber Moment, hier sind auch noch Shops gewesen, ne? Hugo hat seinen neuen Shop. Und das ist... Oh je, oi, 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 oi. Ja, gut. Reiche sollten einfach auf Musk hören und mit seinen tollen Raketen ins All begeben und nie wieder zurückkommen. Where do you want to Besonders go? dann, wenn sie explodieren in der... Leave it to Wir gehen mal kurz nach Emir. Wir ruhen uns hier aus. So.
Drück auf die Courageous. Das dauert jetzt alles ewig hier. Alles braucht 5 Schritte mehr, als es soll. Where do you want to go? Leave it to me. Okay. Nordscher Highway. Müssen wir wieder zurück. Nordscher Highway 3. Warum müssen wir das? Moment, habe ich eigentlich... Oh. Okay. Die müsste auch mal besser ausgerüstet werden. Die haben wir jetzt ganz vergessen auszurüsten. Mal wieder die alte Leier. Irgendwo hier ist Kenneth nämlich. Was? Ach, nein. Shrine, da müssen wir sowieso dann später hin, aber da jetzt erstmal geht's zu Kenneth. Wir müssen unseren Angelkumpel endlich mal hier einsammeln. We're strong enough to take that monster on. Hostile spotted. My turn. Beginning combat. My turn. Okay. Leave this. My turn. Too slow. Hostiles neutralized. Guess we're... Kenneth! Und wir müssen ihm bei was helfen. Und was ist wohl das, was wir machen müssen, um ihm zu helfen? Wir müssen angeln. Ich habe die Frage allein schon zu stellen. Wir müssen einen dicken Barsch hier ranziehen. Nom, 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 nom. Fish Bros before Fish House, ja. Yeah. Den hatten wir schon, ne? Ach, und jetzt haben sie sich auch mit Annabelle getroffen wieder. Ach, und der Fisch hat die Kette von Annabelle mitgenommen, okay. Neue. Angelroute haben wir jetzt auch eine neue hier. Und von jeder Badge haben wir jetzt mindestens eine. Ist gut. Ist jetzt eigentlich hier andere Waffen? Tatsache, hier kann man auch die Waffen für die neuen... Ui. Sonic Trigger. Sonic wird getriggert. Titus Edge. Tiddy Edge. Ogrebuster, Sure Lemmy. Einzelteile kann man sonst wo kaufen gehen. Ja, gerade eigentlich. Sollte vielleicht auch neue Rüstung für die kaufen, ne? Allen anderen geht's noch, aber ihre Verteidigung ist bei 800 irgendwas. Ne? So nicht stehen lassen. Dann gehen noch.
Können wir noch ein paar Slots freischalten? Slots erstmal erledigt. Immer fehlt's. An allem. Es ist unglaublich. Scheibenkleister. Okay, aber was soll's. Wir haben Kenneth. Ja. Was? Okay, Schwarzdrache, Barriere. Was sind wir jetzt? Haben wir da nicht schon? Noch? Where do you want to go? Full speed ahead! Rex irgendwo? Du bist hier. Was bekommen? Müssen mal kurz Million mit in die Truppe reinnehmen. Weil da müssen wir mit Margarita reden. Und jetzt ist Margarita bei uns mit einer Truppe dabei. Also in der Crew zumindest. Was? Okay. Hätten wir das. Und jetzt geht's weiter, eigentlich auch mal ein paar Sachen zu tun. Indem wir weiter unsere Where do you want to go? Nebenquests machen. Are we ready to help out Klein and Hibel? Once we do, there's no coming back until we're done. Ja, wir helfen. Commence Operation. Die sind aber ready hier, meine Güte. Ja, das Ding wird festgehalten. Watch out, guys. Let's move. Second form. Das war ordentlich Schaden. Okay. Das war auch ordentlich Schaden. Okay. Onward. I'll handle it. Targets eliminated. Let's get going. Das ist nicht sonderlich schwer. Niemand hier drin. Okay. Hier ist er. Hier ist er. Freeze. Chill. Mehr kämpfen. We have to fight. Here I Go. Let's move. Second. It's my turn. Sweet dreams. Okay. Leave this to me. We should keep going. Wen müssen wir jetzt hier befreien? Alle möglichen Leute wahrscheinlich, ne? Ja. Ach nee, wir erledigen jetzt einfach einen nach dem anderen hier anscheinend. Okay. Onward. Okay, der tat mir jetzt ein bisschen leid. Der stand alleine da, wurde überrascht von 3, 4, 5 Leuten.
Und hatte nicht die geringste Chance. Okay, hier können wir noch nicht rein. Gehen wir nach oben. Wir wirklich eine Keycard noch finden müssen. Wird jetzt viel gekämpft hier auf einmal. Here I go. Let's move. Damn! It's my turn. Shining dark. Okay. Hostiles neutralized. Wow, Guess we're safe. das war ein Massaker und nichts weiter. Keine Ahnung, was wir jetzt bekommen haben. Ist mir auch egal. Merkt ihr vielleicht, ich habe die Geduld verloren mit den Nebenquests. Das ist fair. I'm sorry, everyone. I wasn't strong enough. This doesn't look too good. Listen to my song of healing. Let's move. Here goes. Overdrive. Now's our chance. I'll get you up. Right. Hey, now's our chance. Ja, ich brauche auch danach hier. Let's move. Now. Glücklicherweise ist es ja schon fast erzwungen, die Pause dann quasi. Die Trails-Pause. Weil das nächste Spiel, was danach kommt, ist kein Trails und danach kommt dann ja Final Fantasy 16. Und danach ist das erste Trails-Spiel, was ich dann mache, Trails in the Sky. Wo es, glaube ich, nicht so schlimm ist mit den Nebenquests. Sehr schön. Okay, haben wir das erledigt? Zurück auf die Courageous. Ja, Final Fantasy 16 ist im Sommer. Ja, ich bin auch, also ich glaube, ich habe schon ein bisschen zu viel gesehen an so Trailern und Gameplay-Material. Und ich bin jetzt erstmal bis zum Release von Final Fantasy 16 wirklich gehe ich in den Media Blackout quasi. Ich werde nichts nachschauen von Where do you want to go? was jetzt so Full speed weitere ahead. Trailer oder irgendwas ist. Auch selbst wenn die Demo rauskommt, es soll ja eine Demo kommen, ich werde sie nicht spielen, die Demo. Einfach um so viel wie möglich mir einfach beizubehalten, was jetzt irgendwie... Dass ich so blind wie möglich einfach reingehen kann. Okay, Okay, wir müssen nach Celtic. Da ist noch die weitere Where do you want to go? Quest. Full speed ahead. Lost Highway.
Ja, wir müssen ja nach Kreuzen. Allerdings können wir nicht einfach nach Berea Hard. Denn das ist ja immer noch besetzt. Oh, I could probably. Habe ich hier geangelt schon? Ja, ne? Aber ich habe ja eine neue... Also ich kann gar nicht angeln hier, das ist schon alles wieder leer weggeangelt. Okay, gut. Genau, North Kreuzen Highway. Wollen wir hin? Bitch. Okay, it's safe for now. Das ist alles leer gehauen. Massenhunger wird ausbrechen. Die Artenvielfalt ist zerstört. Wir haben komplett das Ökosystem hier in Celtic ruiniert. Hier sind die Helden dieses Spiels. Das ist ja süß. My turn. Burn to ash. Fall. Das war Schaden. Yeah. Leave this to me! I'll handle it. One, two, and done. My turn. Shatter! Get off guard! I'll back you up. It's my turn. Keep it up, everyone. Let's move. Arcane. You're done. I'll handle it. Here goes. Overdrive. Ja, es war auch jetzt nicht als schlecht gemeint, sondern das ist einfach nur so irgendwie wirklich einfach unheimlich, ja. And done. Got you. Let's move. Arcane. You're done. My turn. And done. Let's get this over with. Right. Here I go. Könnte einfach auf alle mal beschwören. Aber nee, wir sind schon so weit jetzt hier mit dem. Burn to ash. Fall. Now's our chance. You're done. I'll handle it. Here I come. Now. Got you. Right. Sweet dreams. Onward! Shatter! You Schnell still have a erledigt. lot of training to do. Also da kommen sie noch ein Level up, das ist auch sehr schön. Flame Dragon, oh, unser Flame Impact wurde verstärkt. Done. I've got it. I'm so... Auch langsam mal Zeit, dass der stärker wird. Predation, besonders eine blaue Kiste, nehmen wir nicht mit. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt schon mal alles erledigt, was wir hier jetzt so an Nebentätigkeiten erledigen mussten. Das ist fertig. Geben wir die Quests noch schnell ab. Marvelous. You've ranked up. This is just a little something from me. Rail Locket. Ich glaube, der verhindert alle sämtliche Audio. negativen Zustandsstände, oder? War das nicht so? Ja, prevents all ailments. Ja, nehme ich. Ist unglaublich nützlich. Where do you want to go? Und jetzt heißt es, die ganzen Schreine besuchen, die wir schon einmal besucht haben. Jetzt dürfen wir alle nochmal besuchen. Okay, also Leave it to me. Terra-Schrein. Legen wir los. Hey Beryl, du bist auch noch da. Jetzt geht der richtige Story-Part los. Jetzt lesen wir wieder eine Runde. While we're here, the higher elements seem to be in effect too.
First we'll need to make our way to the door farther inside. Roger. Okay. Das geht relativ fix, weil wir waren ja hier schon. Also... können wir das gleich schon mal hier abkürzen. This must be the door Celine mentioned. I know there are several spirit shrines in Erebonia, but I'd probably best to explore them one at a time. Should we dive in? Yes. Dive. Well, we made it this far without any problems. I don't think any monsters are going to appear like they did before, either. I think that's the last of seeing someone else's memories, too. Step aside, I'll open it. Ooh. Shrine of Radiance, crafted by the gnomes. By the hand of the spirits, open your doors and guide us to the proving grounds. It actually opened. And you knew how to do that all this time? Sure did. I'd never heard that incantation before either. I learned it from the Elder a long time ago. I suppose she thought you weren't ready for it. But that's not very fair. Anyway, we can now advance into the proving grounds. In their depths is where we'll find the crystallized Lemurian ore. We'll find that trial I mentioned before too. You'll need to be careful. I'll embrace any challenge, wie Laura halt so ist. The Proving Grounds. Das klingt doch schon mal nach Spaß. Watch out. This is my turn. Now's our chance. You're done. My turn. Here I go. Okay. Sorry, can you handle this? Markiers, du kommst mal rein. Ich hab dich lange nicht mehr benutzt. This one, enjoy. You're off balance. An opening. Leave this to now's our chance. You're mine. My turn. Now. Got you. Here I go. Sit now. You're done. Absolute victory. Nice fighting, Fee. Okay. Geht uns jetzt hier bevor. The heck is this? A stone bridge? Yeah, it looks like it'll take a fair amount of force to get it to budge, though. To lower the bridge, it will need to be attacked using a field attack of a character with type rank B or higher in a certain damage type. Ja, Katana wird dann nix. Oh, die... Caught us off guard. But no matter. Too slow. I'll handle it. bin nicht davon ausgegangen, dass die Schmetterlinge angreifen. And done. Ich dachte, die waren einfach nur... It's my turn. Shining dark, turn fell. It's my turn. This one, enjoy. Onward. Blade of light. Okay. Too slow. My turn. I wasn't strong enough. Okay. Irgendwie hatte ich diese Befürchtung, dass es passiert. Dark, turn fell. This is bad. Now. I'll back you up. This can't be happening. It's not over yet. Target's eliminated. Let's get going. I feel... Ja, das hat mich jetzt gerade völlig aus dem Rhythmus geworfen, um ehrlich zu sein. Hostile spotted. My turn. Beginning Okay. combat. Und mal den Flame Dragon. Okay. Here I go. Target's eliminated. Okay, wenn man nicht überrascht wird von den Gegnern, geht's. Die Musik hat was von Code Vein? Ja, ein bisschen, stimmt. Okay.
So, also die kann auch nicht. Right. Aber Markies kann. Onward. Laura hätte auch noch glaube ich. Now's our chance. Let's get him. Got you. Let's move. Right. Oh, ein Shotgun, ja. Now's our chance. An opening. Leave this to Markies ist You in still Wirklichkeit have a lot Doom of Guy. training to do. Stay on guard and don't get cocky. Second. Damn. I'll handle it. Here I go. Leave this to me. Now's our chance. An opening. Not I as messed difficult up. as swinging around that sword. This could get tricky. Look sharp. Ha! Sit! Ha! Sit! Watch out. This is a Okay. tough one. Here I go. My turn. Hier, ich habe gar nicht jetzt Ribbon Chernobyls, ja. Burn to ash. Wie man hier gerade sieht, der Flame Dragon sieht auch jetzt anders aus. Der ist jetzt nicht mehr der Flame Impact, der Flame Dragon, und jetzt sieht man auch wirklich den Drachen hier draufsteigen. Leave this to me. This one, you're off balance. An opening. Leave this to me. My turn. Now, Got you. Here I go. Sit. I'll handle it. Onward. You still have a lot of training to do. Great. Success. I've got it. And excited. Here I go. Burn to ash. Now's our chance. Done. Finished. I'll handle it. It's my turn. Might. We should keep Ich habe going. doch jetzt da was nachgelesen. Und es ist auch wirklich so, dass Onward. Falcom sich wirklich bemüht hat, in diesem Teil, dass physische Angriffe nicht so mehr effektiv sind, dass sie häufiger daneben gehen. Und Stay on. A worthy adversary. die Idee dahinter war, dass sie einfach wollten, dass die Arts, also die Magie, einfach ein bisschen häufiger genutzt wird. You're done. I'll handle Also haben die physischen Angriffe im Spiel verschlechtert. Got you. Leave this to me. Was natürlich null funktioniert so. Now's our chance. An opening. Onward. They're off guard. Das ist halt genau der falsche Weg, Angriffe zu verschlechtern. Die haben auch immer noch nicht ganz verstanden, glaube ich, bis heute nicht, warum Leute die Magie hier im Spiel nicht It's not nur over. sehr wenig nutzen. It's my eat that. Leave this to me. You Ich still glaube, have a lot Markies' of Waffe ist training auch to noch do. sehr unterlevelt, oder? I'm so glad. Mal kurz was nach. Oh ja, ich habe vergessen, Markies auszurüsten. Glaube, Emma auch. Okay, bei ihr geht's. Bei ihr. Fuck you, die blöden Schmetterlinge, habe ich keinen Bock drauf. Advantage is ours. Here I go. Let's finish him. Weil eigentlich das, was Leute dazu bringen würde, Safe for now. Magie wieder eher einzusetzen, ist einfach, dass das Problem mit den Arts hier ist natürlich, wenn man eine Magie einsetzt, einen Magieangriff, wird der nicht sofort ausgeführt. Man muss erstmal eine Runde warten oder sowas, ein Weilchen, Bad. bis And done. wirklich die Magie ausgeführt wird. Und wenn das rausgenommen werden würde, My turn. diese Wartezeit, Here I go. How about this? dann Let's keep going. sähe das ganz anders aus. Das haben die bis heute nicht rausgenommen.
Die denken immer so, ja, okay, das bringt dann irgendwie Oh, isn't this a pleasant... was Strategisches mit rein. Und ich kann auch den Gedankengang irgendwo verstehen. Aber My turn. das Resultat von dem Ganzen ist halt einfach nicht das, was sie da erreichen wollen, wirklich. My turn. Das läuft halt einfach falsch. Here I go. Das Einzige, was da daraus resultiert, ist, dass Leute dann einfach sagen, nee, dann nutze ich Magie halt einfach nicht. Ich nutze sie auch kaum. Weil warum sollte ich Magie nutzen, Done. wenn ich mit Craft oder Angriffen sofort agieren kann? Das ist so... Dass dann gesagt wird, okay, du hast jetzt Magie gewirkt und danach, nachdem du gezaubert hast, müssen deine Charaktere ein bisschen länger warten, bis sie wieder an die Reihe kommen. Das wäre in Ordnung. Das ist ja auch immer noch so. Das Problem ist, dass diese Vorbereitungszeit für den Zauber, das hält einfach Leute davon ab, Magie zu nutzen hier. Stay on guard, everyone. Zumindest ist das meiner Meinung nach so. Be careful. Burn to a You're done. Okay. And done. Now, let's get this over with. Leave it to me. Of course. Ethereal go. Here's our chance. An opening! Leave this to me. Get off guard! I'll back you up. Okay. Hier, jetzt ist er gerade am Zaubern und er muss jetzt warten. Der ist jetzt erst in der nächsten Runde überhaupt dran. And done. Let's move. That's that. Let's keep moving. I did it! Success. I'm so glad. Exactly. I've got it. Musik ist echt übel, Code Vein. Jetzt, wo du es erwähnt hast, merke ich es auch. A worthy adversary. Too slow. Let's move. My turn. Burn to a Okay. Wow! Ach du meine Güte. I spy with my little eye the Die, goods. diese Quarze sind völlig nutzlos. Das ging jetzt relativ fix, aber ich glaube, das ist auch gewollt so. Einfach weil natürlich wir, wer weiß, wie viele Schreine jetzt hier besuchen müssen. Das einer mal an hier. Here seems to be the deepest part of the shrine. Look over there. What is that? Amazing. Is that the ore? Yeah, that's exactly what we're here for. A high purity crystal of Zemurian ore formed by the power of septium veins over a very, very long period of time. Just be ready, we're about to have a visitor. What do you... What? Hello. Direwolf. Is that a magic knight? Another one. So this must be our trial. Want that Zemurian ore, you're going to need to overcome it. Right. Blag. This one looks dangerous. Be careful. My turn. Wenn es einen Moment gibt, der wo Verlemann nützlich wird, zu beschwören, dann ist es dieser hier.
Und das war's auch schon. My turn. Here. Oh je. Onward! Shatter! They're off guard! I'll back you up. It's my turn. Analyzing the enemy's vitals. I've got it. Au. Okay. Here goes. Das wird ein lustiger Kampf. Eliminating targets. Got it. Got you! My turn. Burn to ash. Fall! Now! Bisschen viel Schaden, bisschen viel HP, die der Junge hat. Meiner Two. Ansicht nach, also das ist ein bisschen sehr viel. Ich hätte Valamar nicht sofort auf beschwören sollen, glaube ich. Leave it to me! Leave this to me! Er hat hohen Magiewiderstand. So, also, ich habe das Gefühl. Got you! My turn. Shatter! They're off guard! I'll back you up. Gut, dass er immer daneben haut. My turn. Beginning mission. It's my turn. Okay, ich nehme mal... Sorry for the trouble. I'll try at least. Keep it up, everyone. Also jetzt mit rein. Wenn wir ein bisschen gebufft werden und so. Here I go. All right, let's do Leave this to me! I'll handle it. Here I go. Got it. Got you! I wasn't strong enough. Let's move. Yeah! You have my things. My turn. One, and done. Got you! Okay. Keep it up, everyone. Let's move. All right, let's Leave do this to this. me! Leave this to me! My turn. Okay, ich hoffe, dass jetzt irgendwie... aua. I'll handle it. Here goes. Overdrive. Bisschen mehr Schaden hier gemacht wird jetzt bei dem Ganzen. Oder doch etwas bufft denn zumindest. Two. And done. Got it. Got you! My turn. Burn to ash. Fall! Now! Let's go, everyone! Roger. Okay. Understood! Okay. One, two. And done. Now. Got you! Right. Keep
Keep it up, everyone. Leave this to me. Shatter! I'll handle it. Ja, natürlich muss es buffen und heilen. Let's move. Das ist unbedingt notwendig gewesen jetzt, ne? Here we go. Burn to ash. Fall. Now's our chance. You're done. I'll handle it. Got it. Got you. Let's move. Machen wir das doch nochmal. Burn to ash. Fall. Now's our chance. You're done. Immer dein Gebuffe immer. It's my turn. Keep it up, everyone. My turn. My turn. Leave this to me. Shatter! Now's our chance. Und ich kann auch seine Buffs oder seine Verteidigung einfach nicht verringern, ne? Also das ist einfach, es geht einfach nicht. Aber man kannst du eh nicht, ne? Okay. Here I go. Okay. Keep it up, everyone. Let's move. War ja gar kein Schaden. Was ist mal hier los? Achso, seine Stärke ist vor allem. Okay. Haben wir einen Debuff bekommen. Wann haben wir den bekommen? 1, 2. And done. Now, let's get this over with. Leave it to Okay. me. Leave this to me. Onward. Shatter! They're off guard. I'll back you up. My turn. Burn to ash. Okay, wir kommen voran zumindest, ne? Also es wird langsam. Wir machen Schaden zumindest, ne? Are you okay? You have my thanks. I'll handle it. Thanks, it's my turn. Keep it up, everyone. Here I go. Let's move. Kann ich natürlich gar keiner Craft jetzt einsetzen. Aber ich musste den Debuff einfach loswerden. You're done. I'll handle it. Eliminating targets. Das war unbedingt jetzt notwendig, ne? Dass es daneben haut. My turn. Brauchten wir jetzt. Too slow. Let's move. Arcane Gale. Oh nö. Oh nö. This doesn't look too good. Listen to my song of healing. You have my thanks. Too slow. Okay. Here I go. Here we go. Let's move. Sit.
Eieieiei. Okay, ich hätte Valamar später einsetzen sollen, glaube ich. Wäre besser gewesen. Hostiles neutralized. Guess we're safe. Great! Done. I'm so glad. I've got it. Oof. Good, I think that's the last we'll see of that. Yep, we're done. Phew, it certainly didn't go down without a fight. But now that we've won, we can get the Zemurian ore. Well, let's grab it and get out of here. Here I go! Nichts, ne? Nee. Keinerlei Items oder irgendwas. Hier ist das Ohr. Und das Auge. It looks even bigger from up close. Das ist normal so. Dass wenn du näher dran bist, dass das größer aussieht. Das nennt man räumliches Sehen. Muss man nun auch in alle anderen Schreine gehen und das Erz ernten? Allerdings muss man das, ja. Yep. Although considering how long it's had to form, that's hardly surprising. Still, if we work together, we should be able to carry it back to the Creators. Okay, wir hätten's. Yo. Well, we've done what we need to do here. Wird langsam ermüden. So schlimm ist es nicht. Come on, let's head back and see what he thinks. Wie gesagt, es ist ja wirklich auf Anhieb ja doch besser als der erste Teil noch. Und jetzt reden sie wieder drüber. So this is a Zemurian ore crystal, huh? Well, than I thought it'd be. You brought back a real treat this time. We couldn't believe our eyes when we saw it at first. So, what do you think? Think you'll be able to make a new weapon for Valamar? Hard to say, honestly. It seems really difficult to work with, and there's the matter of getting enough of it to make something with. I feared as much. I find it hard to imagine this will be enough to make a touchy large enough for Valamar to use in combat. I thought this would be enough for Professor Schmidt to start helping out either. Well, all we can do is gather a lot more. There are 3 other spirit shrines in Eastern Erebonia, also 3 weitere müssen wir noch. Just get there to get through the other trials and we should have enough. Make it sound so easy. Feel free to volunteer if you have any brighter ideas. Like Elliot said, we'll just have to do what we can to gather a lot more. Still, what we've got now is enough for me to get a feel for how to work with it. And to do that, I'm gonna need to set up a proper workshop on the ship. And by all means, do so in this area here. Ja. Meine Güte. Okay. Kümmere ich mich mal noch ganz fix um was, weil ich hatte es ja gemerkt. Ein paar hinken ein bisschen hinterher mit ihren Waffen. Also einer hinkt hinterher mit seiner Waffe und das ist... Ah, okay, jetzt alle anderen dürften eigentlich... Ordnung sein. So, aber dadurch, dass wir ja natürlich alle jetzt alle Sidequests schon erledigt haben,
Können wir gleich ans nächste machen. Okay. Also wir haben den Tag erledigt. Aber auf diese Art und Weise haben wir es wenigstens geschafft, jetzt nochmal unsere Waffe ein bisschen zu verstärken. Es ist Weihnachten, ja. Es ist immer noch das übliche Schwert, was wir haben, aber es ist jetzt zumindest stärker, glaube ich. Oh, Valamar, your new blade is quite impressive. Yeah, it came out pretty well. Although the base weapon is still the same as a soldat's. Unlike a soldat's blade, however, I can feel mana radiating from it now. I expect it'll be able to hold a significantly keener edge than before. I'm amazed you managed to process that stuff. A hunk of crystal like that must have been a real pain to work with. Well, if anyone could, it's you. I wouldn't have been able to do much with it if not for you guys' help. If we got this far, it's a real testament to our combined efforts. Sag mal, warum kommt es mir so vor, dass ich hier so niedrig immer aussehe hier? Entschuldigung, warte mal hier jetzt. Schwebe in der Mitte gerade. Ich muss mal für was. Okay, das geht nur so. Erstmal. Muss ich mir um meine Kameraeinstellung beim nächsten Mal kümmern. Ich habe ein bisschen an meiner Kamera hier rumgefuhrwerkelt. Und da sehe ich jetzt... Will ich Klasse 7 hinzustoßen? Ja, ich bin ein Mitglied. Moment. Ich gehöre nun offiziell zur Klasse 7. Halt nee. Halt Ich bin jetzt Reen ab heute. I'm not sure our contribution can even compare to what you've done. And I'm grateful for it. I'm sure the battles ahead are going to go a lot more smoothly thanks to this. Mal machen. Ja, wie gesagt, ich habe die Kamera ein bisschen anders eingestellt und deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen... Wenn ich mich gerade hinsetzen würde, so, geht's. Aber dadurch, dass ich mir immer auf gut Ostdeutsch gesagt hier in meinen Sessel, in meinen Stuhl reinfläze, sieht das dann teilweise ein bisschen komisch aus. Oh, you're all still here. Oh, hallo, unser Kapitän. Towa? What's wrong? It's not like you to be so flustered. It's terrible. We got an emergency report in from the Twin Dragons Bridge. It's Celtic. Celtic? What happened to Celtic? It was set on fire. Hat man nicht beim letzten Mal auch schon gesagt, dass Celtic jetzt, wo es befreit ist, unser lieber Alberea-Papi da nichts mehr machen kann? Doch, kann er. By the Kreuzen Provincial Army. What? What? They set a course for Celtic and hurried there as fast as their legs could carry them. Once they arrived, a number of them disembarked to assess the situation. Instructor Sarah and users included. Nehmen mal ein paar unterlevelte Leute mit.
Okay, ich glaube, wir hätten vorher auch die anderen Schreine einfach besuchen können, bevor wir hier die Story weitergemacht haben. Fällt mir so auf. Draußen ist ein Gehupe? Wartet mal kurz. Da heiratet jemand da draußen. This is awful. How could they? The Grand Market seems to have taken the brunt of it too. The fact that this was... Leute, jetzt ist doch mal gut da draußen. Das hört ihr, glaube ich, nicht, aber es wird gerade gehupt wie Scheiße da draußen. Der Wahnsinn. The fact that this was the work of the provincial army themselves is distressing to say the least. I can't believe this. Let's have a look around town. We should pay a visit to both the market manager and the 4th Armored Division too. Ja, hier sieht es jetzt unschön aus. Jetzt ist alles zerstört. Kein Heiraten zu hören, nur das tragische Ableben von Kaldik. Ja. Ja, aber draußen. Es ist ja diese Tradition. Ich habe auch nie verstanden, was diese Tradition soll, wenn man jetzt zu der Hochzeit fährt, alle in einer Schlange eben in Autos, dass gehupt wird wie bescheuert. Und das war jetzt gerade hier. Not Louise, too. Ugh. Excuse me, but how's she been holding up? Has she been given medical treatment? Father Zobel already tended to her, but apparently the blow to her head was so strong he can't be sure if she'll make it. Oh, wow. Louise, please open your eyes, I'm begging you. You two seemed like good friends from what I've seen. Yeah, we got to know each other from our visits to the Weathercock whenever I was in town for work. But I'm not going to be able to do anything for staying here. Let's go, we need to see how things are elsewhere. I hope Louise will be okay. She wasn't the only familiar face either. No! Und das Ding wirklich einfach mal direkt bombardiert, hey? Ja. Oh, I see you've all arrived. Lieutenant General Craig, Major Neidhart. You're here too, Claire. Thank you for coming. I presume you were all contacted? Hätte ein bisschen schlimmer aussehen können. Das hätten sie schlimmer machen können, das stimmt wohl. That's right, we came as soon as we heard. Is this the work of who I think it is? It is as you suspected. This was done by none other than the Kreutzer Provincial Army Soldats. Oh, that's absurd. For what reason? So it seems they have no issue with razing the very lands they're meant to protect. This is just unbelievable. Unfortunately, it's very real. Apparently, they broke through a gap in our line of defense at the Twin Dragons Bridge. According to the report, there were a number of Jaegers within their ranks too. Duke Alberea has been hiring the Northern Jaegers throughout this war. They were behind the attack on Emir too. That explains things. Raising towns like this is one of their specialties. We arrived on the scene as fast as we could and managed to fight them off while evacuating the townsfolk, but they had already retreated towards Bereahard and formed a defensive line by the time the 4th Division arrived. The townsfolk readily accepted us after the provincial army was forced to retreat from Twin Dragons Bridge. It's clear that this was intended to punish them for that as an example to others. Well, the old Duke's probably not too happy about how that played out, so yeah.
This reminds me of what Rufus and Vida said, actually. I beg to differ. The presence of Soldats units on a battlefield makes a tremendous difference. What they may lack in firepower and armor compared to tanks, they make up for in mobility and versatility. But more important than even those factors is the psychological impact they have on our opponents. We're only human. As such, we are as captivated as we are terrified of giant beings bearing human form. Rufus said that? The fear this attack has instilled in the townsfolk seems to be a testament to those words. Thanks to the Soldats, it's safe to say they succeeded in their aim. Even we of the RMP felt somewhat powerless before them. Especially since we couldn't prevent that fatality. Wait, someone passed away? The market manager, I'm afraid. Oh! Eyewitness reports state that he got caught in the debris while aiding with the townsfolk's evacuation. Awful. Regardless, we plan to strengthen our defenses here whilst preparing for countermeasures against Berea Heart. I advise that you keep your distance from Celtic for a while. Do engrave this horrid sight into your minds, however. This is no mere minor conflict, it's an all-out war, never forget that. Ja, der Market Manager ist tot. Hi, Otto. Please come back to... You're all from Thor's, correct? He fell victim to one of the Soldats' attacks while evacuating the townsfolk, I'm afraid. I did everything in my power to save him, and yet... You heard. How could this happen? The market manager's always done everything he could to protect this town, but now he's went and gave his life for us. No one loved this town more than Otto. This just goes to prove that. Why did it end up? What are we even supposed to do? Poor guy. Try not to beat yourself up over this, Eustace. Ich glaube, das wird schwierig, das nicht zu tun. Got a decent grasp on the situation in Celtic now. Should we head back? Ja, was sollen wir auch sonst groß machen jetzt hier, ne? Green! Where's my family? They're all safe, right? Becky, Hugo. We told you to wait on board, didn't we? Sorry, but she insisted. Ja, sie kommt ja aus Celtic, ne? Das ist ihre Heimatstadt. You expect me to sit about knowing what's happened to my home? My family's safe, right? What about the market manager? The family's alright. We saw them at the church. Can't say the same about the market manager, though. So you're having a laugh, huh? Wait. I've got it, Reen. I'll make sure she returns to the Courageous. We'll make our way back first, then. We have a lot to discuss regarding where to proceed from here. Ugh, thanks. After leaving Celtic in the Imperial Army's hands, they all went back to the Courageous processing. Warum immer dieser grüne Text, der nochmal alles irgendwie zusammenfasst, obwohl wir es gerade eben schon gesehen haben? Still, this war seems to resemble the War of the Lions more by the minute.
History tells us towns were set ablaze all across the country back then as well. Really? That is said to have been the case, yes. Although the situation back then is very different compared to now. True enough. This war's been relatively bloodless in comparison, so something like this happening is a big deal. Still, in the long term, this is bound to hurt the Alliance's cause more than it will help. That's why I'm finding it so hard to picture that Rufus would give the go-ahead to do it. I think it's safe to say it was just Duke Alborea doing his own thing. He really seems to hate how Duke Cayenne's higher in practice than him in the Alliance. I'm sorry, but this is where we part ways. Das ist schon wieder los. Captain, please let me disembark somewhere nearby. What? You can't be serious. You're not thinking of trying to settle things with your father alone, are you? I can't believe you would even entertain the thought. You need to take a deep breath and calm down before you do something you'll regret, Eustace. How dare you? Don't act like you know the first thing about what I'm feeling right now. As a member of the Alborea family, I have a duty to stop my father. You have no right. We have every right to interfere, Eustace. This is clearly too much for one person to handle alone. Machias is right. You need to calm down and we need to think this over together. Yeah, this isn't like you at all. As your classmates and friends, it's not hard to imagine how terrible you must be feeling right now. But that's exactly why we want to help you, and I believe we can. We should discuss how to approach this matter together. That's a Still, this isn't a matter to be taken lightly. Your actions could have a profound effect on the war from here on out. If you're going to get yourselves involved, you're going to need to be prepared for the potential consequences. But I'm sure you guys know the deal at this point, right? We fully understand what you're saying. So far, we've tried to keep our interference with the war itself to a minimum. However, what just happened in Celtic was an act of terrorism against innocent civilians. We can't turn a blind eye to that. You're right. We're all agreed there. The market manager did a lot for us, both during our field study and when we were lying low there after the war broke out. I'm of the same opinion. He may be head of one of the 4 great houses, but the Imperial family can still make him answer for his crimes. So please, use my position and this ship however necessary to bring him to justice. Thank you, Your Highness. All right, I think it's time we come up with a solid plan. We can't allow Duke Alborea to do anything so inhuman ever again. Thank you. Huh? Is there a call coming through? Where's it coming from? Bear with me a moment. This can't be right. It's coming from an airship owned by the Noble Alliance. Oh. How can that be? They must have sneaked into range. What should we do, Towa? I think I can shake them off if I try. No. Put the call up on the screen. Oh, hallo It's a pleasure Rufus. to see you all again, especially you, my dear brother. And Princess Alphen is with you too. Truly, it's an honor, Your Highness. Rufus? Goodness. Why are you calling us? I apologize for calling so abruptly. Rest assured, I have no intention of attacking or otherwise harming you. I'm calling because there is information of which I'd like to make you aware. Due to the rather sensitive nature of my message, this feed is a private communique from my personal airship. What could you possibly have to tell us? Does this concern Celtic by any chance? It does indeed. I imagine all of you have seen what befell the town yourselves. The attack on Celtic was instigated by Duke Alborea alone. We of the Noble Alliance do not in any way condone it. War irgendwie zu erwarten, ne? If you plan to confront the Duke about his actions, you need fear no interference from us. Huh? Oh, I get it. You want us to take him out, don't you? Surely not. The bulk of the Kreutzen Provincial Army is already under my control. The attack was carried out by a small contingent of soldiers who remain loyal to my father. At present, they've walled themselves up in Auroch's fort along with him.
With the aid of the Imperial Army, you ought to be able to take the fortress without much trouble. This is insane. They're not as well trained as the ones who are serving you, so you don't mind losing them, do you? I'm impressed at how cold-heartedly objective you can be, Mr. Chief of Staff. Bet you'd love it if we ended up killing each other, so you'd have nothing to worry about, huh? Nothing of the sort, Miss Clausel. Still, there's no denying my father's actions will be a millstone around the neck of the Alliance going forward. But considering the position I hold, I can't very well publicly oppose him. And that's why I figured I might bring up the matter with all of you. Well, I've said my part. Oh, and Eustace, this is an intensely family-centric affair, as I'm sure you realize. I'm very curious how you'll approach it. Well then, if you'll excuse me, I suppose I'll hope and pray for your success this once, as a sitting member of Thor's Board of Directors. Ja, ziemlich, wird sehr politisch, ne? Aber das macht's halt auch wirklich interessant dann am Ende, ne? Nothing like using other people to do your dirty work. There remains a real possibility that this is a trap. Still, now we know the Alliance wants something done about Duke Alberea as much as we do. This could be the best chance we're ever going to get to stop him from wreaking more havoc. I can't allow my father to commit any more of these unforgivable crimes. I will go to Auroch's fort and apprehend Duke Alberea myself. And it would mean the world to me if all of you were to lend me your aid. Do you even need to ask? Of course we will. We'll be with you every step of the way. That day finally began preparations to apprehend Duke Alberea. Duke Alberea's actions against Caldic were believed to be in violation of a number of Imperial laws. With that fact as justification, Class 7 chose to call upon the aid of the 4th Armored Division and RMP to formally place him under arrest. In the end, they settled upon the following plan. First, the 4th Armored Division would attack Berea-Hart's northern line of defense. Meanwhile, the RMP would attack the city's southern line of defense, forcing them to call for reinforcements from Auroch's fort. This would give Class 7 the opportunity to attack the fortress using the courageous with relatively limited opposition. And once the fortress was under their control, they were to arrest Duke Alberea, effectively completing the mission. While all of this is finalized, the remaining touches were put to Valamar's reinforced sword. The operation proved to be an opportune time to test it and collect much needed data. Ich hätte jetzt noch einen anderen Schrein vorher besuchen können. Das ist das Ding, wir müssen 4 Schreine besuchen. Allerdings diese Story-Mission jetzt hier mit Auroch's Fort wäre dazu da gewesen, um das Ganze aufzubrechen. Das Ganze, damit es dann nicht ganz so langweilig wird. The next day, the time came for the operation to begin. Aber alle Schreine muss ich am Ende trotzdem irgendwie besuchen, glaube ich. Well, the time's finally come. Is everyone good to go? Of course. Can't let users down, blah 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 blah. Focus your thoughts on the operation. Alle müssen noch. This will be our first chance to test Valamar's newly fortified weapon too. How did it turn out? Great, actually. And like Laura said, today's operation makes it a perfect chance to test it out in battle. I hope so. It'll be a good way to iron out the kinks either. Anyway, the more data I have, the better off we'll be when it comes to making that touch. Guys, the 4th Armored Division and the Railway Military Police are almost ready to make their move. Let me know as soon as you're ready, the sooner the better. I'm coming with you. It doesn't sit right with me to have you going up against high-ranking Jägers alone. There's no reason to let your guard down, though. Make sure you have everything you need. No problem. Okay, wir können noch ein paar mehr Leute mitnehmen. Laura, William,
Elliot. Gaius. Advance the main story, ja. Weiß aber nicht, ob wir jetzt... Vielleicht können wir die... Wir können nicht uns jetzt einfach aussuchen, wie... Sondern wir müssen jetzt diese Mission erstmal machen. Okay. Oh je, oh je, oh je. Okay. Mehr kann ich jetzt wieder nicht machen. Mir fehlt es ein bisschen an Geld, habe ich so das Gefühl. You guys ready to go? Your equipment's in perfect order, right? And Valamar's all ready too? Meins Operation. Dann müssen wir das jetzt zuerst machen. Everyone, commence final preparations. Depart for the agreed location. Once there, we're on standby until the assault begins. Yes, ma'am. Departing for the agreed location. We'll keep watch for any threats from the ground. Course to the Kreutzen province secured. Courageous, full speed ahead. Go, go, go! Hey! Ja, dazu ist die Brille da. Damit man den Kapitän unterschätzt. What could that be? That sounds like... Thanks! Is that the 4th Armored Division? It is! It's Craig the Red! The advantage is ours! On our pride as Imperial soldiers, it's time to blast these walking chunks of metal to pieces! Yes, sir. Unit 2 and 3 advance. Back up Unit 1 while dealing with enemies that approach from both flanks. Yes, sir. Alas, I can't believe they're advancing this far. Apparently, they're eager to meet the same fate as Celtic did. Well, if that is the case, let's give them what they want. Sir. Come in, come in. This is Berehard's south entrance. Do you read me? Hmm? What is it? We're a little busy at the moment. We're under attack from the South Kreuzen highway. It's the RMP. Come again? Wow. Der hat ja nicht mal nachgeladen. Der hat einfach, die konnten einfach weiter schießen. Die Raketenwerfer haben unendlich Munition. Impudent little, no matter.
Now's our chance to put these dogs down for good. Focus all firepower on the legs to impede their movement. Keep it up while making a gradual retreat. We'll need to force them to call for reinforcements. Gott, wo RPGs sind OP. Ja. Vor allem, weil sie eben einfach unendlich Munition zu haben scheinen. Wie Earth Defense Wars hier. Battle on the north side of the city should have begun by now. The rest is in your hands, Class 7. What in the world? Is the battle break out close by? What's Duke Alberea doing? Only Lord Rufus were here. Alle ziehen sie von Aurochs Fort ab. Was natürlich jetzt das Ganze für uns ein bisschen einfacher macht. They attacked the city from both sides? Those shameless fiends! Ja, du wüsstest was, wie man schamlos ist, ne? Is there still no response from the Pantagruel? I'm afraid not, Your Grace. We've been trying repeatedly, but we've yet to gain contact. The same remains true for Lord Vermutlich die Panzer, die Rufus's meine personal Vorgänger an ship Aurochs as well. geliefert haben. Ja, ja, absolut sind die das. Damn son of mine. Surely he isn't planning on casting me aside. I thought Eustace was the only useless son I had, but I see I was mistaken. Regardless, we must make the best of what we have and repel those intruders. See... Yes, Your Grace! Oh, Scarlet ist da hinten. Und McBurner ist auch da. Oh je, dann das wird ein Problem. If I'd known things were gonna pan out to be such a mess here. Ich bin Booby Lady, yep. Oh, die. Remember, we're not to even think of trying to fight in any of this war's major battles. We belong in the shadows, and as such, that is where we shall remain. Leave the battles that will be recorded in history's pages to others. You're too uptight for someone whose only job now is to sit and do a whole lot of nothing. Hell, didn't you just get back from Crossbell? Das erfahren wir dann wahrscheinlich in Trails to Azure. If we're just gonna be sitting around anyway, you might as well relax. Well, I can't deny I have as little interest as you in being here. But interest or no, this is work! Work! Looks like I'm not the only one who doesn't want to be here. Then again, it takes a special kind of person to want to help someone who has no problem burning his own territory to the ground. Du hast dich wieder gespoilert, du hast nachgeschaut und hast dich spoilern lassen. Okay. Perhaps this is where I belong. May I manage one last moment of beauty before my flame burns out completely. Oh, vielleicht stirbt sie jetzt auch, genauso wie Vulcan. Was that? Bilder geschaut und da kam auch Jubilee auch vor. Crimson Wings? This is Alphen Rysay Arner, speaking from on board the Courageous. We have come to arrest Duke Alberea on suspicion of ordering the destruction and razing of Keldic. Please surrender peacefully. Your Highness. Ah! So the attacks on Berea Hard were merely a diversion? No matter. Shoot them down. Back off! Dein Schwert leuchtet sogar ein bisschen jetzt. The Ashen Knight? Too late!
Das wäre richtig cool gewesen, wenn es besser animiert gewesen wäre, glaube ich. Thanks for clearing a path, Reen. Reinforcing Valamar's sword with Zemirian ore made quite an impressive difference. Their defenses are weak. Now's our chance to rush inside. Right. Don't get ahead of yourselves now. That sounds like... Oh, hallo. A new soul dot? Astral. Hello, beautiful children of Class 7. It looks like our time to fight has come once again. Scarlet? Scarlet, is that you? Not a fan of you suddenly showing up. Oh well. I still owe you for managing to escape from us back at Gorelia Fortress. I suppose so. But for what it's worth, I just don't care. I don't care about our past encounters. I don't care about the Noble Alliance, and I don't care about what happens to this country. Huh? What do you mean? I have no reason to want to cling to life. See punish the man who stole everything from me just to put a railway through my homeland by putting a bullet in his heart. That was all I lived for. Now it's done. Right now I'm nothing but a walking corpse searching for a place to die. That's why I've come to see you, Ashen Prince. You're the perfect opponent for me to fall in battle against. Aus wie Vulcan es wollte. She's acting just like V did. She's lost the will to live as well. What a spoiled child. Still, you're all welcome to join me if you want. This Kestrel Soldat was designed for pure speed, and I'm going to be pushing it past its limits and flying it straight to hell where V and G await. DG. But there's always room for more passengers on the trip. I'll give you the full story if you decide to join us. Sound fair? And if you choose not to join, well, that way has its own charms, I suppose. If it's a fight you want, I can grant you that much. But I'm not going to make the same mistake twice. I won't let anyone else so easily choose to die. If you think you can stop me, go right ahead and try, Ashen Awakener. This'll be a tough one. Be careful. Okay. Astral. Too bad. Das wird lustig. Siehst schon. Leave this to me. Das ist viel Schaden, den wir machen. Sie weicht auch wirklich häufig aus hier. My turn. Let's go! Gotcha! Let's go! Gotcha! Das muss für mich jetzt nicht einzumachen. Leave this to me.
Okay. Morning Moon. Ich weiß, dass das Schlangenschwert auch ihre Waffe im Vorgänger war, aber es erinnert mich einfach zu sehr an Ivy Valentine. Ich meine, Soul Calibur ist auch eine Weile älter als Reihe, als jetzt die Trails-Reihe, nicht wahr? Machen wir den Finisher. Ich brauche jetzt nicht ewig mich hier mit dem Unite-Angriff rumzuärgern, bis ich den endlich habe. Au. Das war ein cooler Angriff. Ich kenne nur noch aus EOE auf der PS4 einen Schlangenschwertträger, weil war ein Kerl ausnahmsweise, aber ansonsten ist diese Schwertvariation recht selten. EOE, das ist ein Spiel, an das sich keine Sau, glaube ich, erinnert. Total genau. McMuscles hatte letztes Jahr ein Video über EOE gemacht, angefühlt. Also er hat danach zu Google schwer, weil der Name so generisch ist. Ja, Eve of Extinction PS2 muss man dann einfach suchen. Ich habe das damals gekauft, das Spiel sogar. Ich weiß nicht, ob ich das noch da habe. Mir egal, aber ich hatte es. He did it. Nice work, Ring. I can see why you were C's classmate. You fought just as wonderfully as he does in his agile knife. Now I can go with no regrets. This is bad. Watch out, Rain! Pushing her Soldot for that kind of speed put a huge strain on its orbital engine. At this rate, the same thing that happened with B's gonna happen here too. I won't let that happen. I'm not going to stand back and allow anyone else to die. Not if I have the power to stop it. We're doing this, Valimar! Acknowledged. Ah, okay. Der Motor, der Orbelmotor eines Soldats ist in ihren Arsch. Okay. Ja, genau. Ich meine, da kommt auch meine Energie größtenteils her. There really is no end to your recklessness. Dachte eher, dass er den Tor so aufschneidet und sie rauszieht. Das war auch meine Vermutung eigentlich, aber nee. Soldat's cockpit? Yeah, looks like I managed to separate it in time. I want to check to see if she's all right in there just in case, though. You put on a good show, Ring. All right, everyone. We're going in. Right! We need to do this while Dad and the others are keeping the soldiers from the fort occupied. We will go and assess the situation inside. Follow as soon as you are able. I will. Take care, everyone. Our objective is to infiltrate the fortress and apprehend my father, Duke Alberea. Remain on guard at all times. Let's hurry. Let's hurry.
Class 7 Let's hurry. survey. Advance into the fortress. Was ich den Panzersoldaten gestehe, ist, dass ich ihre Rollen an den Schuhen mag und wie sie richtig techno-ritterlich fortbewegen können. Es ist auch irgendwie nachvollziehbar, ne? Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie sie einfach besser vorwärts kommen. Dass sie nicht einfach immer laufen müssen, sondern einfach gleich Räder haben, dass sie besser vorankommen. I detect vital readings from inside. Her life appears to be in no danger. This should do it. Das Cockpit ist aber klein. Are you okay? Why did you have to? I was so close. Weil du Bubis hast und die müssen gerettet werden. So close to being reunited with them. Sorry, but I wasn't about to let that happen. I can't pretend to know everything about the life that you've led. But based on what I do know, I don't believe it's okay for that life to come to an end like this. Accept justice for what you've done, and then find a way to atone for your crimes. You really are soft. Looks like she passed out. Still, I'm glad I made it in time. Same here. Oh, er hat zugeguckt. That's... Erinnere ich mich an den Female Villain von Son of the Endless, die im ersten Teil stirbt, aber dennoch im zweiten Teil als verspukt wiederkehrt. Die war eine KI. Viola hieß sie, glaube ich. It's Ordine! How long have you been there? Oh, how cute. Did you come because you were all worried about your friend? You got me. Still, I wasn't expecting you to try a bet with stakes quite that high. Did you even stop to think for 1 second about what would happen if you got caught in that explosion? Nee, er hat sich Scarlet in diesem Fall gesorgt, nicht Rean. I wasn't thinking at all, to be honest. Still, if I can't win a bet like that, what chance do I have of winning against you? Right, Crow? Fair enough. Well, thanks. Oh, and reinforcing your weapon with Sumerian ores, not a bad idea. Just know that you're gonna need to do more than reinforce some old sword to match up to Ordine. So, you know, keep working your way through those trials. Oh, and that was some fine work you did in making it, George. Can't wait to see what the final product looks like. I think you'll like what you see. As for the two of you, Towa and Angelica, looks like you've really gotten the hang of flying that thing. Ja, Crow kennt diese Trials ebenso. Er musste ja auch eine Waffe quasi machen wahrscheinlich, ne? I don't think there are many students out there who can learn to handle a cutting-edge cruiser in a couple of weeks. You two are nuts. It was nothing. We can't afford to take forever getting used to a ship when we've got a troublemaker like you to bring home. Just you wait. You'll be coming back to us. I promise you that. And I hope you're ready to be on cleaning duty until graduation as a penalty for worrying us so much. If you think you can do it, go right ahead. You still got a long way to go before you can defeat me, but I ain't gonna complain if you actually pull it off. Okay, time to get back to work. Your classmates must be waiting inside for you by now. You should go after them. We'll get Valimar back on board the Courageous and keep watch here. You can count on that. Good luck! Thanks. We'll be back soon. Stop right there! Oh je. Geht ja schon gut los. If
it isn't the Northern Jaegers. Step aside. Our business is with Duke Alberea, not with you. Afraid that's not gonna happen. Was für ein hässliches Schwert. We have orders to take you into our custody, Eustace Alberea. And for our homeland of Northumbria, we intend to do just that. Northumbria State. That's even farther up north than Nord. I know little about it, though, other than how virtually inhospitable it is. Oh, jetzt wird das nochmal erklärt? Some things just don't change. Sarah Valentine? I wasn't expecting to find you accompanying our target. I was aware that you'd made quite a name for yourself as a bracer by the name of Purple Lightning. But I see the rumors about you becoming a teacher at that academy were also true. Do you know them, instructor? Yeah, afraid so. We go quite a ways back. I don't intend to tell you that what you're doing is wrong. There's no doubting that the money you raise is vital to the people back home. But right now, being an instructor to these kids comes first. And Erebonia, not Northumbria, is my home now. So I don't care who it saves. I'll show no mercy to anyone who dares to burn my home to the ground. I'll make damn sure you can never do anything like that ever again. So let's go. I'll take all of you on. Sarah is pissed. You might be tough, but do you honestly think you can fight us by yourself? You don't have to fight alone. This is crazy. It's too much for one person to do alone. I won't allow it. We'll help. Nuh-uh. I want you all to stand back and leave this to me. It's time for me to settle what I failed to do 6 years ago. Very well. It's time to make you regret turning your back on your homeland and leaving us. Let me show you why I'm called the Purple Lightning. Off we go! Sarah can now use Northern Limits. Okay. Dann machen wir doch mal das Northern Limits. Denn das ist unbedingt ziemlich das, was das Spiel jetzt gerade von uns wollte. Voll der Devil May Cry Combo. Ja, das wird nichts, Jungs. Ihr habt keine Chance. Okay, vielleicht habt ihr ein bisschen Chance. I'm just getting warmed up. Okay. Machen wir das Northern Limits doch einfach nochmal. Einfach zu diesem Moment hinbauen. Naja, aber... Ich meine, es reicht ja schon, dass wir wissen, dass irgendwas los ist, ne? Okay, we're burning daylight. Natural. What's going on? How did you withstand all of that completely alone? Unbelievable. It looks like you've grown even stronger since your days in the Corps. Well,
that all you got? Go on! Fight me! I can take it! So try your luck as long as you want! You're serious? What's come over you? I've had enough. I see no point in wasting any more time fighting with a wounded lioness. This battle's dragged on long enough. I think this is time to walk away. Our contract with the Kreuzen province is hereby complete. Meinst sie hätten den Celtic-Vorfall direkt zeigen sollen? Are you allowed to simply abandon your contracts like that? We've worked enough for the money we've been paid. Du meinst jetzt den Celtic-Vorfall oder den Ambria-Vorfall? Ich weiß jetzt nicht, was du damit sagen wolltest jetzt hier. We're not in the business of doing unpaid overtime. Naja, sie hat gewonnen, ja, aber wir haben ja schon so gesehen, dass das jetzt nicht gerade einfach war, der Kampf, trotzdem für sie. Farewell, Valestein. We may meet again, but it won't be during this war. I sure hope not. We're withdrawing. Disperse and make your way to the agreed location. Yeah. That could have gone a lot worse than it did. Naja, sie ist wegen Celtic so aufgeregt, ja. Definitiv, aber ich meine, das sind immer noch die Northern Jägers, zu denen sie gehört hat. Das wurde jetzt ja gerade nur ziemlich deutlich gemacht, dass sie Teil der Northern Jägers war und dass sie dann entsprechend noch eine ganze Ecke angepisster ist nicht verständlich. Indeed, and it was all thanks to the complete and utter lack of sanity of our loving instructor. Where do they get off calling me a wounded lioness anyway? I'll show them a lioness, the bastards. Still, I really wish you guys hadn't seen me that way. Didn't want you to know my background either, but not much I can do about that now, huh? Indeed. So you were just like Fee? Mm-hmm. Yep. Once upon a time, I was a Jaeger too. A member of the Northern Jaegers, to be exact. That was 6 years ago, before I became a bracer. During my time there, I ended up being saved by Colonel Beatrix. That was what led me to break out of the group. Wow. I got all that from the ID ages ago, of course. I guess you have your fair share of burdens to shoulder like the rest of us. All this was a long, long time ago. Are you all right? Beatrix ist die Ärztin in Thor's Academy. You've contributed more than enough already. Leave the rest to us. Okay. Maybe I went a little overboard in that fight. But you know what? It paid off. You won't need to worry about Jaegers on your way to the Duke now. He should still be somewhere in here. Find him, and do what we came to do. Understood. And you stay right here and rest. We'll be back before you know it. Let's go and find my father. Ja, Sarah hat sich ein bisschen sehr verausgabt. Deswegen ist sie jetzt nicht in unserer Party dabei, leider. Bring it on. Let's move. Righto! There! Good job! An opening! Very well. My turn. Now's our chance. Got you. Bad idea! My turn. Now! An opening! Righto! There! Good job! There! I'll handle this. This is nothing. Right! Overdrive! Now's our chance. Got you. Ich weiß nicht, warum ich jetzt einfach nur physisch angegriffen habe. Ich wollte einfach nicht aus Galactic Cannon. No complaints here.
Und Cyclones, wir kriegen jetzt alle neue S-Crafts. Enemy sighted. Let's move. Second. Damn! That's the power of the 8 leaves. That should Ja. suffice. Verzeihung. Enemy sighted. Here I go. Second. Damn! My turn. No good. Dankeschön. I shall fulfill my duty as a noble. Da gar nichts drin. Außer ein paar Zäpfchen. Wasserzäpfchen diesmal. Hydrated. Very well. Selbst wenn es mit Zäpfchen wäre. I'll handle this. No good. Righto! Oh, hier. No, you don't! My turn. Now's our chance. Our time is now. Leave it to me! They paid the price for underestimating us. No complaint. Okay. Let's go, Lemmy! Here I go. Second. Damn! Very well. Bin ich Noble Command. Treasure Sword. I shall fulfill my duty as a noble. Enemy sighted. Let's move. Logos. Burn to Nee, das sind Katzen. Keine Hunde sind ja Very Hunde. well. Righto! Leave this to me. Blade of light. Come. Let's move. I'll handle this. Here I go! Well, that's that. Let's get going. Got my eye on the prize. Another one. Another one. Tedious. Let's go, Lemmy! My turn. Second. Damn! I'll handle this. Now's our Leave chance. this to me. Don't let it pass. Huh. Leave this to me. No, it's Here I go! Lemmy, now's our chance! There! Let's move. That's the power of the 8 leaves. I did it! That should. You're in my way. Let's move. Burn to end. Now! an opening. You're finished! I'll handle this. Now! Righto! Well, that's that. Let's get going. Jetzt geht's wieder los mit einem Level up nach dem nächsten, weil unsere Charaktere, die ich jetzt mitgenommen habe, alle ein bisschen unterlevelt sind. Was ja auch Absicht war ein bisschen. Oder habe ich jetzt alle Charaktere dabei? Ich glaube, ich habe eigentlich alle dabei. Ne? Kann das sein? Nee, ich habe nicht alle dabei. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn wir hier wirklich alle da hätten, aber leider. Nein! Ich wollte. Warum? Die Kamera! Diese verdammte Kamera! Wo bin ich hier reingerannt? Ach, hier war. Okay, ja. Den Kamera. Very well. I will serve as your opponent.
to a fall now! An opening! Here I go! Learning from another chance! Follow me, you guys! Woohoo! We win! Höllenfeuer. Ich denke, mein Issue mit Cold Steel kann es nicht auf Trails allgemein ummünzen, weil mangelnde Erfahrung mit den anderen Spielen. Weil es so lange Spiele sind, die mit einer Menge Fluff, dass man das dann auf die wichtigen Sachen zu achten in einem Netz voller Worldbuilding und Connections es einfach schwierig ist, die Kraft aufrechtzuerhalten, für alle sich zu interessieren und im Kopf zu behalten. Ja, das ist teilweise wirklich, kann ich so zustimmen. Wenn wir, glaube ich, wirklich mit Trails in the Sky angefangen hätten und es langsamer aufgebaut hätten, dann wäre es, glaube ich, besser gelaufen. Deswegen auch die Idee mit dem, dass wir nach Cold Steel 2 eben dann Trails in the Sky eigentlich anfangen. Um einfach Kontext mehr zu bekommen für alles, was danach noch kommen wird. But every defense has its flaws. We will find a way through. Right! I hope we're strong enough to take. Watch out! This is here I go! Burn to a fall! Yes, sir! Aber Cold Steel an sich hat ja immer noch das Problem, auch einfach, weil das Pacing dieses Spiels eben etwas zu wünschen übrig lässt, sagen wir mal. Auch das Spiel hier hat seine Pacing-Probleme, obwohl das immer noch ein besseres Pacing hat als der erste Teil. Der wirklich... Aber halt das Pacing dieses Teils ist einfach besser im Vergleich zum ersten Teil zumindest. Mal so auszudrücken. Scoochie, scooch! Stay on guard, everyone. That's no ordinary foe. Das Problem, das größte Pacing-Problem kommt aber dann eigentlich erst im vierten Teil. Weil da ist dann richtig... Beim vierten Teil dann ist wirklich so viel Zeug los, dass einem wirklich... Ja, da wird einem schwindelig. Also ohne Scheiß, das ist dann wirklich einfach übel. Ich glaube auch eine der Sachen, die jetzt so ein bisschen Problem sind, wo eigentlich man die Entwickler schon ein bisschen loben müsste, ist, dass alle Sidequests, auch wenn sie jetzt vielleicht bisweilen ein bisschen uninteressant sind, Gameplay-mäßig, viele davon zumindest Story-Relevanz oder Worldbuilding-Relevanz haben. Und das muss ich dann doch wirklich dieser Reihe anrechnen als wirklich was, als ein Positives. Das Problem dabei ist natürlich dann weiterhin, dass eben dadurch das Pacing leidet. Aber es ist immerhin was, auf Papier zumindest, was Gutes. Sagen wir mal so. Stay on guard, everyone. That's no ordinary foe. You're in my way. My turn. Second floor. Damn! Now's our chance. An opening. Leave it to me. I'll handle this. Onward. Let's move. Now. An opening. Our fighting was in perfect sync. Well, I could keep up at least. Great. No complaint. I've got it.
That treasure chest looks really nice. Stay on guard. This way, take everything we have. Here I go. Burn to it. Now! Let's go, everyone! I'll handle this. Now! Here! All right. There! They're open! There! My turn. Let's move. It's my turn. There! Time is precious. We should hurry. Wo müssen wir jetzt hier lang? In die Ecke durch, oder? Blöde Miezekatzen hier. Burn to it. Now! An opening. Leave it to me. Now! There! My turn. Now! Here! Your life is forfeit. Onward. Stop. Evil will fall before my blade. That should... This is awfully tight. Winds, give us your blessing. Now's our chance. An opening. Finished. My turn. Onward. Leave it to me. My turn. We'll cut our own path. Oh nein, es ist so einer. Oh nein. My turn. Let's go. Okay, sorry. Hier mache ich mir jetzt... That's the power of the 8 leaves. Wir erinnern uns an die Kommandeure hier, an die Kommandanten. Die können mit einer Zeit von PTSD im Moment. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Kein Rumspielen, einfach sofort alles zerhauen, zerkloppen. Damit sie weg sind. Hinten wollen wir hin. Mhm. Und diese Typen haben halt einen Zauber drauf, der einem so richtig übel Probleme machen kann. Und mit dem Scheiß wollte ich mich jetzt nicht rumärgern, deswegen gleich mal die S-Craft einfach in den Arsch geblasen. Aber dank des Master Quartz, was Reen ausgerüstet hat, dadurch, dass er jetzt alle Gegner getötet hat mit einem Mal, hat er übel viele SCP bekommen und hat sich damit dann auch wirklich wieder aufgeladen. Vom Glück. Also haben wir dadurch gar nicht so viel verloren an nichts ist. Nein. I did it. A matter of course. Asterion Knight. I'm just getting... Reen braucht auch mal eine neue S-Craft. Alle kriegen sie eine zweite S-Craft. Ich glaube, Reen bekommt die sogar als letztes erst. Abkürzung geschaffen, weil das ist Dark Souls. Very well. My turn. Leave it to me. There, they're open. There. Let's move.
Let's move. Onward! All right. Too slow. Very well. Here I go. It's my turn. There, they're open. There. Your court fencing is as refined as ever. Well, Material. War schön. We have nothing Let's to move. fear. Gale. very well. No good. Viva Sim- Evil will fall before my blade. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ich muss hier hoch, ne, zum Norden. Made it. Okay, wir haben's. You're cornered now, Father. Das wird jetzt lustig. Mal gucken, was uns für einen Bosskampf erwartet. Ich habe nur sehr wenig CP. Useless! To Galbarea, Ouroboros. Oh, how nice it is to see you all again. Long time no see. Where'd Purple Lightning go? Pretty sure I saw her with you when you entered the fortress. She's downstairs. She can't make it, I'm afraid. Ugh! How did you even make it here? What does that terrorist and those Jaegers think they're doing? The terrorist was defeated, and the Northern Jaegers withdrew from this fortress not long ago. The Noble Alliance has completely turned its back on you. You have nowhere left to run, Father. Please, surrender with good grace. How dare you speak that way to me? Who do you think I am? I am the head of the House Albarea, the ruler of the Kreutzen province, and one of the 4 great houses! Your status does nothing to excuse your actions. No amount of power can grant you the freedom to raise your own lands. The market manager lost his life because of you. Do you feel nothing for the suffering you caused the innocent people of Celtic? Silence! The people in that pitiful excuse of a town willingly sat back and accepted an enemy force squatting in my territory. This country's future is as a nation ruled by the nobility, and those shameless fools have no place in it. Was für ein sympathischer That Typ der doch beyond your ist. comprehension. Father. I think we've talked enough. Let's just arrest him. Yep, Claire's still out fighting, so we've got to get our part of the job done too. Oh, aren't we overconfident? Do you honestly think it will be that simple? Lord Rufus may have chosen to abandon his father, but until we're told it is no longer necessary, we will fulfill the mission we have been given. I suggest you abandon all hope of victory, for we will be your opponents. I fear for our chances against both of them at once. Nah, I'm good. Excuse me? Lol. Can't deny I'm a little interested in what that black-haired kid can do. But with the Purple Lightning missing in action, you can take this one on your own. See ya. Maybe next time we get a chance to fight, it'll be someone that can take the heat. Ah, he is unbelievable! This is why I hate working with him! Your partner's not the most reliable one in Ouroboros now, is he? So? You still intend to take us on even without him? So, you all think you can make a fool out of me? Tolle Animation, die sie hat. Come forth! Vanguard F3! Sleipnir! Oh, fuck. We may have fought before, but that was a mere taste of what I'm truly capable of. Come at me with all that you have. I am the head knight of the Stalritter, Duvalie the Swift.
And I shall defeat every one of you. McBurn macht sich bereit für seine Rolle in DMC 5. We'll see about that. Here she comes. We'll be the ones defeating you. Ich glaube, wenn er in Devil May Cry 5 auftreten würde, dann würden sie ihn alle auslachen ein bisschen. Obwohl er eigentlich auch ordentlich was drauf hat. So, so ist es ja nun auch nicht, ne? Here we go. Arcane Gale. An opening. Die konzentriert sich auch gleich auch mal auf Anhieb auf Laura. Das erklärt schon ein paar Sachen. I'll handle this. Now's our chance. Don't let it pass. Leave this to me. All right. Now. There. Let's move. Here goes. Overdrive. Jetzt, wo ich schon mal gebufft bin. Diese beiden Mechs müssen einfach weg. Der Mech muss weg. My turn. Blade of light. Now's our chance. Got you. Here we go. Now. Let's go, everyone. Understood. Leave it to me. Okay, das Problem mit den Mechs ist schon mal erledigt. Ist ja schon mal gut. All right, let's do this. It's my turn. Very well. Now's our chance. Don't let it pass. My turn. Shatter. Ich hab's doch irgendwie erahnt, dass das passiert. Vogel! Let's move. Shall we? Das könnte böse enden jetzt, um ehrlich zu sein. Das ist böse geendet, ja? My turn. Wisst ihr was? Fuck it, dann soll sie mich halt einfach töten hier. How are you still standing? Try and see through this. Here I go. Das größte Problem ist einfach, dass die S-Crafts halt auch, dass die Gegner halt auch S-Crafts haben. Ne? Ja, war klar. I'm sorry, everyone. Was soll's? Wir versuchen das einfach. Now, draw your weapons. Here I go. My turn. Very well. Leave this to me.
turn. Arcane. Now's our chance. An opening! Onward! Shatter! Now's our chance! Got you! Leave it to me. How are you still Das ist jetzt auf einmal sehr viel besser geworden. Das war einfach wesentlich schneller. Wie schaden war das auch nicht. My turn. Here goes. Overdrive! Now's our chance. Let's go, everyone. Understood! Leave it to me. Hier auf einen gleich hier. My turn. No escape! Sire! They're off guard! Got you. Let's move. Now's our chance. An opening! Ich will auch mal die neue S-Craft von Uses mal einsetzen. Das habe ich ganz vergessen, das mal zu machen. I'll handle this. Oh, mit Pferd. Wo auch immer das Pferd herkommt. Aber es ist da. Treasure these final moments. Here I go. My turn. Und nochmal ein Error Flame Slash. This is impossible. That's the power of the 8 leaves. Das hat doch funktioniert. That should suffice. No. No complaints here. Wild Rage 2. Jetzt hat er endlich mal jetzt werden seine Crafts mal wieder geupgradet. Das hat ihm noch wirklich gefehlt. Variant Beam. Mission complete. We were able to overcome her after all. But I wonder, didn't she seem unusually tired? Ugh. First I disgrace myself in Crossbell, and now here. Das werden wir wahrscheinlich wirklich dann in Trails from Azure dann mitbekommen, dass wir sie da zum ersten Mal treffen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, hier ist ihr erster Auftritt. How am I to face my illustrious lord who told me to serve as witness here now? Not sure what you're talking about, but... Now, nothing stands in our way. You've nowhere left to run, Father. How dare you, Usis! And you, Curl! What do you think you're doing? You will protect me! Girl? You seem to have greatly misconstrued my reason for being here. Ja, den Hintern versohlt bekommen und ist geschwächt uns gegenüber gestanden, so ziemlich. Also es scheint so, das ist jetzt so die Annahme, ne? The mission assigned to me was to come and watch this fortress fall. No one ever said anything about protecting you. What? Watch this fortress fall? You thought to abandon me the moment you arrived? Very much so. Those were Duke Cayenne and Lord Rufus's orders, you see. Oh. Besides, my lord would never forgive the odious crimes you have committed. And quite frankly, neither can I. You should be weeping with gratitude I haven't taken my sword to you myself.
there she goes. I'm still curious who her lord is, but I suppose now isn't the time. Eustace. I know. Father... No. Your Grace Duke Helmut Alberea. Helmut. You are hereby under arrest on suspicion of arson and property damage in Keldic, as well as causing harm to the people of Kreuzen. Please, do not attempt to resist. Duke Alberea was taken into custody by the hands of his own son, Eustace. After Princess Alvin announced as much to the people of the surrounding area, the Kreuzen provincial army ceased hostilities, and the battles taking place around Alberea City came to an end. Damit hätten wir 2 der 4 Great Houses jetzt schon erledigt, quasi. Also naja, nicht wirklich. Rufus ist ja der eigentliche, der wirklich die Macht in den Händen hält. Heeding Eustace's orders, the provincial army left for Oroc's Fort, meaning that Bereahard would come under the 4th Armored Division's jurisdiction for the time being. Furthermore, the Alberea family mansion was placed under the jurisdiction of the RMP. Die Nobles sind alle besorgt, ja, die sind... Ich meine, kann man ja auch irgendwie nicht ganz verdenken, ne? And Duke Alberea and Scarlet were to be confined there for the time being. Weil Scarlet ist immerhin noch am Leben, ne? Also wir haben es geschafft, dass sie zumindest nicht sich einfach in Freitod gestürzt hat. Afterwards, the Courageous successfully landed at Bereahard Airport for supplies and maintenance. It was then that Class 7 opted to rest and see how things were faring in the city for themselves. So, wir haben noch einiges an Schreinen vor uns, ne? Ich habe jetzt mal weiß wie viele übersprungen hier. Things should be fine here for the time being, I'd say. Bereahard's technically been removed from the war now that Duke Alberea has been arrested. Granted, the nobles here probably aren't too happy about being under the Imperial Army's jurisdiction. Provincial armies mostly still intact too. We can't afford to let our guard down just yet. I should go check how things are in town, because I'm curious about how Eustace and Scarlet are doing. I should pay a visit to the Alberea mansion before heading back to the Courageous. Bonding Points! Wie viele Bonding Points haben wir denn? Received Bonding Points. For the duration. 6 Bonding Points. Fuck off! Okay, kümmern wir uns halt drum. Aber die überspringen wir jetzt mal so übel. So. Oh. Gehen zu Pippi. Moment, wo ist Pippi? Da ist Pippi. Oh, sie geht schwimmen. Level 6 ist das höchste Level. Wundere mich, was da nur abging. Da gab es wahrscheinlich irgendwie eine Gottesdienst und der Priester hat irgendwas erzählt, was ihr nicht gefallen hat und sie hat eingeworfen und das Ganze. Was soll's? Wie gesagt, das ist alles so komplett einfach nur Fluff. Ne? Einfach unwichtiges Zeug. Gut, um Charaktere aufzubauen, aber wir kennen die Charaktere ja nur mittlerweile alle schon, ne?
Vieh. Wir haben lange nicht mehr mit Vieh geredet. So reden wir ein bisschen mit ihm. Und wir haben sie gerade Huckepack getragen, aus irgendeinem Grund. Gaius sollten wir auch mal ein bisschen rumhängen, ne? Haben wir lange nicht mehr gemacht. Der war auch in der Kirche. Haben wir jetzt 2 Gottesdienste vor uns. Aber bei Gaius wissen wir ja, dass er religiös ist. Das ist ja nichts Neues. Wir beten eine Runde, okay. Gehen wir in die Tavern einfach zu Sarah? Eigentlich ist immer mit Sarah viel dran, ne? Das hier könnte vielleicht ein relevantes Ding sein. Nee, ich glaube, das war's doch nicht. Ich glaube, die kommt erst später. Prost. Letztes Bonding-Event. Da, immer. Welch geweihter Stream wir heute haben. Dazu auch Scarlett, die auch auf ihrem Weg war, eine Nonne zu werden. Und Spoiler, da geht sie auch zurück. Ui, 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 ui. Da haben wir aber jetzt was beobachtet hier. Gut. Rezept, Alouette innen. Da, wo wir gerade eben noch waren mit Sarah. Da gibt es auch noch ein Rezept. Wenn Laura das gesehen hätte, ja, ne, ganz schlimm. Ja, uns fehlen noch 2 Rezepte. Ihr seht vielleicht, wir kommen dem Ende näher. Also so, ich glaube fast wirklich das Schwert fertigstellen mit den Schreinen ist so ziemlich das Letzte, was wir eigentlich hier im Spiel groß machen, so an Nebentätigkeiten, bevor es wirklich richtig ernst wird. Also wir sind dem Ende, glaube ich, wesentlich näher, als ich dachte. Noch was war. Dann. Buch. Bicolor. Bonding Events. Okay. Ich glaube, das war's schon alles. Wir müssen zur Alberea Mansion. Da hast du einiges vor dir, wenn du so mit dem Staubwedel da so alleine rumgehst. Damn, this is incredible. It's not as grand as Valflame Palace, but I doubt you'll find many mansions this fancy. The Duke's residence is certainly befitting of his status. You came after all, Reen. Yeah,
I was kinda hesitant to come and visit in case I got in your way, though. No, it's fine. Everything is largely settled here now. I will leave the rest to you, then. As you wish. Leave everything to us. And we will strive and make things as comfortable for your father as possible. You have my thanks. He's Captain Claire's adjutant, isn't he? Indeed, and quite a skilled one at that. He and his men will be managing the mansion together while keeping my father in custody. At least until the war comes to an end. Oh, right. There's no need to look so glum. He deserves to answer for his crimes much like others. He should be grateful he hasn't been handcuffed and thrown in a cell. I guess that's one way of looking at it. Oh, yeah, Scarlet's here too, right? She's currently receiving treatment in the annex. She remains bedridden, but her life is in no real danger, or so I hear. That's good. If you'd like to speak with her, you should go and pay her a visit. Die Leute von der Hochzeit kommen gerade zurück. Die Zeremonie ist, glaube ich, jetzt fertig. Jetzt geht's feiern. Ach ja, ich hatte komplett vergessen, wer alles zu den 4 Herzogshäusern gehört. Das ist der Alborea, Rogner und Cayenne, aber vergaß den 4. und war mir sicher, dass es nicht Arcade war. War Hyams, das Haus von Patrick, die bisher keine Rolle im Krieg spielten. Ist richtig. Meanwhile, I'll be going to my room to get ready for departure. Die Hyams-Familie ist so ein bisschen im Hintergrund. If you need anything at all, feel free to come by and see me. Thanks, Eustace. Will do. Wait a sec. Where is his room anyway? I don't know where the Annex Scarlet's in is either. I guess I'll have to ask someone. Ja, das Haus ist ein bisschen groß, ne? Hier ist der Annex. Zum Glück haben wir eine Karte. Gucken, wie es ihr geht. Meine Güte, das ist keine Villa, das ist ein Hotel. So wie das aussieht hier. Oh. I knew it would be you. Did you come to listen to me whine and complain about you? Braucht so ein großes Haus. Muss man ein extra Zimmer für das ganze Geld bauen? Ja, es ist. Charlotte hat eine neue Augenklappe. Nee, ich glaube nicht, oder? I know you didn't want me to save you, but you don't have to hate me for it. I was just joking. I don't care what happens to me. Whether I live or die or get executed as a terrorist, what happens, happens. Stop being so flippant about the whole thing. But you seem to be a little more cheerful than I was expecting you to be. I'm glad. Well, it sounds like you're doing all right at least. That's good. My only complaint is that I wasn't allowed to ascend to heaven like I wanted to. But perhaps this is just how it was meant to be. I wish I could tell you. You said you used to be a sister, right? You mentioned something about training over in Arteria, too. I did, though that training was a long time ago. That really takes me back. Ich dachte, ihre Augenklappe sei schwarz. Nee, die war nicht schwarz. Nicht, dass ich mich erinnern würde. Aber kann sein, dass ich sie mit Gravius verwechseln. Der eben so eine Augenklappe auf der rechten Seite trug. Keine Ahnung, wer das ist. So that wasn't a lie? Du bist da belesener als ich. Sorry. It wasn't that I didn't believe you, it's just... I'll have you know I grew up in one of the most pious families in the country. Hard as that may be. Pillars of Eternity. Ah, okay. Das Spiel habe ich nur angefangen, kurz. I was so happy when I was first invited to join the church. I doubt you'd know,
but the church is a fairly complex organization with plenty of divisions within it. The part I was invited to join was an organization called the Congregation for the Sacraments. Das ist doch mal ein toller Name. They're a group full of immensely skilled people who take on some unique missions, to put it mildly. Also versuchen, da zurückzugehen, oder? It made me happier than you can imagine to be recognized by people like that at such a young age. I didn't have any special abilities of my own, but I left home, trained my hardest, and eventually became a squire. A squire? As in a kind of knight? I thought you said you became a sister. Unless you're saying the church has knights too. Ugh, I'm getting confused now. Anyone would be in your position. Their image of the church begins and ends with priests and mass. As it was, my days in Arteria came to an abrupt end. Just before I went out on my first mission, I got word of what had happened. Green kennt sich nicht mit der Kirche aus, wa? Nö, aber er ist ja auch anscheinend nicht sonderlich religiös, also warum sollte er I auch? hurried back to Erebonia as fast as I could, but I was too late to do anything. Lady Scarlet, I think you should get some more rest. Sorry, I didn't mean to make you strain yourself. You really are a softie. If you want to hear the rest, you'll have to come back another time. So, if you're interested. It's hard to imagine someone going from being a sister to a terrorist, but that's just what happened. I'm still convinced that it would have been a waste for her to have died back there. I'm glad she seems to have calmed down for now. Ich sage, solche Bubis müssen gerettet werden. I'll have to come back another time to see how she's doing. Hier in Berea Heart ist jetzt, glaube ich, wirklich nichts mehr zu tun. Green! Was ist jetzt mit euch beiden? Looks like we caught you at just the right time. Were you planning on going inside too? Oh, hello, what's wrong? You seem all flustered. Well, we got a message from the guys still inside the ship. They said that something's happened over in Crossbell. Oh, passiert das jetzt? Crossbell? We saw the city covered by a blue barrier from where Guerrilla Fortress was, but it's not that, I'm guessing. Believe it or not, it's something even weirder. We're planning to go and get a closer look at it. You mind grabbing everyone else still in town and bringing them back here? We'll be getting everyone ready for lift-off in the meantime. Okay, I'll be back as soon as I can. I'll leave everything here to you. Irgendwas ist in Crossbell los. Daran erinnere ich mich jetzt noch, das weiß ich noch. Green quickly left to find his classmates. Once everyone was gathered at Berea Heart Airport, they boarded the Courageous, then promptly took off. Wow, that must have been tough. I'm so proud of you, Reen. Alles erledigt, was erledigt werden musste. Course to the northeast is clear. All hands remain vigilant. The ship's approaching maximum cruising speed. We should be getting close to the fortress soon. Please get in touch with the 4th Armored Division and Railway Military Police. Aye, aye, Captain. Oh my, I think I can see something in the distance. What the... I'm getting some very strange readings here. Irgendwas Seltsames ist in Crossbell los. Oh, I can see Crossbell now. Und wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen,
Die Geschehnisse von Trails from Azure und Trails of Cold Steel 2 finden zur selben Zeit statt. Aber was kam zuerst? Dieses Spiel oder das Crossbell-Spiel? Crossbell-Spiel kam zuerst. Die Entwicklungsreihe ist wirklich so komplett chronologisch quasi. Trails in the Sky 1 und 2 und 3. Dann die beiden Crossbell-Spiele. Und dann die Cold Steel-Reihe. There seems to be something emitting light in the distance as well. What in the world is that? I don't know. That blue barrier that was surrounding the city before is gone. Baum? But now there's something even more unbelievable in its place. An azure tree? Hmm? Yeah, it looks like a tree to me too. It's got all those branches coming out of it. I don't think trees so vast even exist in legend. Never mind in reality. Yeah, there's something completely otherworldly about it. Wollt ihr wissen, was das ist? Soll ich erzählen? Do you know what it is, Celine? I wish I did. There's nothing like that in any of the clan's legends. Just what Ist is der Weltenbaum aus happening over in Falconia? Nein. Crossbell? What is happening over in Crossbell? Gute Frage. Ich sag's einfach. Das ist der finale Dungeon von Trails from Azure. Der Endboss-Dungeon quasi. Wie gesagt, die Geschehnisse sind gleichzeitig hier. Von Trails from Azure to Azure und Trails of Cold Steel 2. Das, was da gerade abläuft, ist das Finale von Trails to Azure. Now that's damned impressive. It must be over 2,000 arch tall. Oh, never thought I'd come face to face with something that big in my lifetime. Life's just full of surprises. Oh, this is the very essence of beauty. So this is the fruit of the Azure Zero project, a testament to the power of human obsession. Looks like everything did go according to plan. Not that any other outcome was ever a possibility with my illustrious lord lending a hand. So that showed up as a result of that phantasmal blaze plan of yours? And you're planning on spawning something like that over here too? Foreshadowing! That we are. What you see before you is a miracle born of human hands, made manifest by the Zero Child. The end of the second movement is finally nigh. Let the Diese preparations Vorstellung, wenn begin. er das direkt ausspricht, ne, so echt ein bisschen schon. Also This story's finale is bound to be one to remember. aber ja, halt. Trails to Azure Finale läuft gerade, während wir hier zugucken. Guess it's almost time to wrap things up. Wonder if it'll go how she and Campanella wanted to, though. Und unser Finale steht langsam, aber sicher auch bevor. Wie gesagt, so viel ist vom Spiel nicht mehr. Könnten vielleicht glatt nur noch 2 Streams sein. Nach dem hier. Bis fertig werden. Voll Spoiler, ja natürlich. Deswegen macht es eigentlich doch eher Sinn, die Spiele wirklich rein in chronologischer Reihenfolge zu spielen. Aber selbst ich, der keine Ahnung hatte von Trails to Azure, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, wusste, was los war. Weil das kann man sich denken, was los ist. Die beiden schon wieder.
If it isn't General Le Guin and Brigadier General Bardius, I had thought you were still on the Western Front. Might I ask what brings you here? Do you even need to ask? First Ruhr, now Bereahard. The Eastern Front is collapsing as we speak. I see no reason for us to remain in the West any longer. I wouldn't go quite that far, General. As long as the West remains well protected, Heimdall will not fall. As for Nortia and the elements which sided with Duke Alberea, they could always abandon their neutrality. The war is still ours for the winning. That hasn't changed. An impressive analysis. By the way, would you happen to know anything about that vast tree that's sprouted up in Crossbound? Is it even a tree to begin with? I haven't viewed it from up close, but the pictures were like nothing I'd ever seen. It could be completely harmless, but it's likely causing Erebonians in the East no shortage of anxiety just by being there. I quite agree, and that concerns me as well. Still, Duke Cayenne insists its appearance was planned. There should be nothing to fear. Really now? I was aware he was affiliating himself with some suspicious society of sorts. Could the two be related? What happens behind the scenes is of no concern to us, I suppose. We are warriors. We live to fight on the battlefield. So, dear Chief of Staff, who is our next opponent to be? Getting right down to business, I see. I'd like for the two of you to defend the capital. Your opponents are to be the 3rd and 4th Armored Divisions, who will be advancing upon it within the next few days. Oh, is that so? What? So they're risking everything in an attempt to take back Heimdall? That is what I predict will happen, yes. I think Craig the Red and One-Eyed Zex will prove to be enough entertainment for the two of you, wouldn't you agree? After all, only the best will do for the two strongest soldiers the Provincial Army has to offer. All right, you win. You have my attention. The prospect alone has my blood boiling in anticipation. I concur. Very well. We shall do as you say. This is sure to be a clash for the ages. Under Valflame Palace. Was ist da los? What the fuck? Cedric, der... I had no idea all this existed. Schön, dass es jemand mitgekriegt hat. To Cayenne, can I ask exactly where we're going? There is no need to look so concerned, Your Highness. The place we are traveling to is to the center of this city. No, this country. And a place that governs a great power. It is where everything both ends and begins. I'm not sure I understand what you mean. Please, be careful of your footing. If you were to fall off the platform, you most assuredly would go splat and die. Now, it won't do to frighten him. And I must say, I don't recall doing so ever being part of your duties. Pardon me. I believe we're almost there. I've been waiting for you. Vida Clotilde? The opera singer? Cedric hat da gar keine Ahnung von. Der ist einfach... Es sieht ein bisschen FF10-mäßig aus. Das stimmt schon. Ja, hast recht. What are you doing in a place like this? Greetings, witch. I see that tree emerged successfully. It certainly did. All that remains now is to continue the preparations here. However, let me remind you that under no circumstance... If you would, spare me.
made yourself perfectly clear on occasions past. And I am hardly enough of a fool to attempt to defy commands from a witch. What are the two of you talking about? And why did you bring me here? Patience, Your Highness. All will be clear in due time. Oh my. Could this be it? Oh. What is that thing? What's this feeling? Marvelous! Marvelous! This is the legendary demon said to wield 1,000 weapons. The Crimson Calamity, which was sealed away by Saint Sandlot and Dreikel's 250 years ago, and a fragment of the great power. The Vermilion Testarossa! Weitere Divine Knight. Oh, Towa, du bist auch noch da. The Azure Tree? That's the name of the bizarre tree that appeared in Crossbell then? Yeah, I found it out from the guild branch over there. Things still seem to be tense over in their direction. No one's really sure what it's for or what it can do. Don't think it'll have any direct effect on Erebonia, though. Well, I suppose that's good news. Sort of. Still, people on this side of the country are understandably feeling uneasy about it. Yeah, people have enough to worry about without a giant glowing tree sprouting up from out of nowhere. Anyone would start feeling nervous at the sight of such a thing. At least it should keep Calvert off our backs for a while, right? They're as clueless as we are on what that thing is, and they're not going to risk an attack before they know for sure. Exactly. In a sense, it's doing the same thing for us the barrier around Crossbell City did before it up and vanished. It's probably the best distraction Erebonia could ask for about now. Oh, is that what your bracer instincts are telling you? It doesn't take a bracer to think that, Eustace. If Calvert were to invade right now while the war's going on... True. The situation we're under is plenty chaotic as it is. Oh, viel Politik. All we can do right now is keep doing what we always have and gather information. I'm sure we can do something to improve the situation here, but we don't know enough to decide what that something is. Ganz ehrlich, wirklich nicht interessant an den ganzen Baumkram. Einfach weil man Azure dafür gezockt haben muss, um das Ausmaß zu verstehen. Hier ist es mehr da, weil Continuity und bringt nicht wirklich was zur Story bei. Naja, aber es erklärt zumindest ein paar Sachen. Aber es ist vielleicht wirklich ein bisschen Fanservice, aber dadurch, dass ja diese Verbindung da ist und dass sie gesagt haben, diese Spiele spielen zur selben Zeit, muss halt das auch mit rein. Ne? Ich meine, es ist zumindest cool zu sehen, dass wirklich diese Ereignisse, die in den anderen Spielen zu sehen sind, auch wirklich Konsequenzen haben außerhalb der Story des Originalteils. Warum sehe ich jetzt hier so durchsichtig aus? Ich bin klein. Oh, Moment, ich bin so hier los. Warte mal, was machen wir? Ja, auch nicht. So. Meine Güte. Ganz, ganz seltsam manchmal hier mit dem Greenscreen. Ich habe das immer noch nicht so ganz raus, wie der richtig geht, das richtig macht. I'm with Gaius. Let's just take a deep breath and do the best we can. That's the best attitude to have right now, too. One thing we could do is keep looking around for other Thor students. We could always use more help, right? We still need more Zemirian ore, too. Oh, that's right. And there are still more spirit shrines left to explore as well.
Strangely enough, our best course of action is to simply continue doing what we've always done, albeit with renewed dedication. That works for me. Die bleibt so. Die Brille behält sie jetzt für den Rest des Spiels, glaube ich. Sounds like you've got things covered in the East, which means that all that's left for me is to wish you good luck. Take care of him. Okay, Sarah? What else would I do? And you take care of yourself, too. We wouldn't want anything to happen to you before you reunite with your dearest Carnelia, now would we? Yeah. Would you just drop that already? Anyway, keep it up, guys. I'll be in touch. Oh, there goes all my fun. What was all that about? Toval's girlfriend? It did sound that way. For further details, please consult a certain famous novel about a certain lovable scamp, now certainly available in all bookstores. Poor Toval. Anyway, should probably get to work. The best place to start would be checking the latest requests from Prince Oliver. Missed opportunity. Butler Klaus. The trouble you helped resolve here in Legram has, shall we say, unresolved itself and continues to worsen. Hat Sarah gerade eine 4. Wand durchbrochen? Nee, ich glaube, das ist einfach nur eine Referenz auf irgendwas gewesen. We believe the cause may again lie within Lohengrin Castle. As such, we would ask your class to investigate it and see if you can resolve whatever that the problem may be, okay? Hearts and Harmony. I want to hold a concert to show the people of Caldic that all is not lost and help them start to heal. Would you be willing to aid me? I am hoping for Elliot in particular, okay? Und noch ein Monster. There's a request from Rosine about Keldic. Yeah, if we can, I'd love to help her out. Me too. It's the least we can do after all the market manager did for us. I'm in agreement. We should try and help her if time permits. Klaus also has something in mind for us, it would seem. And that being said, I think it'd be best if I were to accompany you for the time being. Immer gerne. I'd like to come along too, especially since we have the spirit shrines to worry about. Of course, Celine will be coming with me. You'll need both of us to get through the shrines after all. That sounds fine by me. Thanks. All right then, let's go. Okay. Emma, Elliot kann man bleiben. Markius, William und Gaius. Okay, wir bleiben bei der Truppe. Das ist jetzt eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und die Levels, ja, das Maximallevel hier im Spiel ist auch, glaube ich, 200. Also, einfach deswegen, weil natürlich im ersten Teil die Levels nur bis 100 gingen und jetzt geht es bis 200. Okay. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, wenn man diese Nebenquests. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende des Streams angekommen. Und soweit ich weiß, passiert jetzt hier wirklich nicht allzu viel an storyrelevanten Sachen so. Man kann die Nebenquests machen. Natürlich. Und dann die Schreine. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Ah, nee, doch, halt, nee. Nee. Das müssen wir sehen. Die anderen 3 Schreine müssen wir natürlich machen. Das gehört dazu. Aber ich sehe gerade, ich dachte, mein Vorschlag war, ich mache jetzt die Schreine und die Nebenquests offstream. Einfach damit man das so sehen muss und wir gehen gleich in die Story weiter. Aber ich sehe gerade, bei den Schreinen, die müssen wir machen hier on-stream, weil die sind storyrelevant. Glaube ich, oder?
Vertraue drauf, dass du weißt, was als nächstes für den Stream kommen muss. Das ist jetzt eben die Sache, aber ich glaube, zumindest die Nebenquest, die kann ich ja jetzt auf Stream machen. Die interessiert wirklich keine Sau. Die kann ich dann einfach schon mal schnell erledigt haben. Das Ding ist, was jetzt eben passiert, was ich machen muss für... die nächste Runde so. Muss ich selber, glaube ich, einfach mal nachschauen auf YouTube oder sowas, weil da gibt mir jetzt der Walkthrough hier keine Infos drauf. Okay, wir machen es so. Ich mache die, zumindest auf jeden Fall mache ich die Nebenquests alle auf Stream. Die müssen wir nicht sehen, die nehmen einfach nur Zeit weg. Das erledige ich so. Und dann schaue ich, wie das dann aussieht, weiter mit den Schreinen, die wir besuchen müssen. Wie viele ich besuchen muss, bis die Hauptstory wirklich weitergeht. Wir haben noch 3 Schreine vor uns. Es kann sein, dass die Hauptstory wirklich nur beim letzten Schrein weitergeht. Dann lasse ich den einfach weg. Erstmal, ne? Dann mache ich 2 Schreine nur. Den letzten machen wir dann zusammen, um die Story weiterzubringen. Zumindest hoffe ich, dass das so weiterläuft. Und wenn das so ist, was ich nachschauen werde, dann sehen wir uns dann. Und wenn nicht, dann machen wir die Schreine einfach alle fertig, dann on Stream. Das wird sich dann aber zeigen beim nächsten Stream. Ich kann auch noch nicht unbedingt genau sagen, ob am Dienstag ich einen Stream machen kann. Weil am Dienstag habe ich was zu tun. Und je nachdem, wie viel das ist, was ich zu tun habe am Dienstag, kann es sein, dass ich einfach ein bisschen zu kaputt bin, um dann zu streamen. Das wird sich dann aber erst am Dienstag wirklich zeigen. Also kann, wie gesagt, einfach sein, dass ich am Dienstag einfach nicht streamen kann. Das ist aber... Also, na, es kommt drauf an. Also, Donnerstag, ja. Am Dienstag vielleicht. Jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Dienstag unbedingt auf jeden Fall nicht. Aber einfach darauf achten am Dienstag, ob ich dann ankündige, dass Stream kommt oder nicht. Je nachdem halt, ne? Also, es ist jetzt nicht... Wenn ich ankündige, dass ich streame, dann streame ich und wenn nicht, dann halt nicht. Jemand anders streamt nicht. Mal wieder nicht. Das ist sehr frustrierend, um ehrlich zu sein, so langsam. Nee. Gut, dann lassen wir es für heute gut sein. Und dann sehen wir uns entweder am Dienstag. Und wenn nicht am Dienstag, dann am Donnerstag. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann.